Wir machen weiter jetzt mit dem Thema Diversitätssensibilität. Noch mal ganz kurz an die Menschen, die sich im Livestream zugeschaltet haben. Wir haben jetzt so ein bisschen verschoben, weil wir ein bisschen überzogen haben eben, aber jetzt geht es ganz normal mit dem Programm weiter. Und das, was Sie eben am Ende unseres Themenblocks gesehen haben, dieses Video, wir kommen jetzt in unsere ursprüngliche Planung, denn zu jedem unserer Teilthemen waren auf dem erwähnten Tenure-Track-Workshop wurden Interviews geführt. Und wir würden Ihnen jetzt gerne auch wieder in einigen Minuten die Äußerungen der Teilnehmenden des Tenure-Track-Workshops zum Thema Diversität vorspielen. Und das gibt uns ein paar Impulse, um dann ins Gespräch einzusteigen. Alles Weitere gleich. Viel Spaß beim Video erstmal. Ich glaube, dass gerade der Nachwuchs, also vor allem die Studierenden, immer diverser werden. Und um den Studierenden aber zu zeigen, dass man im Wissenschaftssystem was erreichen kann, auch mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Herkünften, vielleicht auch unterschiedlichen sozialen Herkünften, ist es total wichtig, für sie gute Rollenmodelle zu haben und ihnen zu zeigen, dass man da bleiben kann. Vielleicht nicht immer mit der Professur am Ende. Ich habe auch keine Professur, aber eine entfristete Stelle und freue mich total, mit Studierenden zusammenzuarbeiten und ihnen eben die verschiedenen Wege aufzuzeigen, die es im Wissenschaftssystem gibt. Unsere Gesellschaft ist divers und das akademische System soll das widerspiegeln. Und das sieht man heutzutage nur begrenzt, ja, im akademischen System. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir dazu arbeiten, dass das akademische System diverser wird. Und diese Tenure-Track-Positions sind dafür am wichtigsten, weil sie irgendwie, meiner Meinung nach, die Zukunft des akademischen Systems repräsentieren. Also ich finde, dann Diversität spielt eine wichtige Rolle, besonders in den Tenure-Track-Verfahren. Und einerseits dann ist es wichtig, dann aus Diversitätsgründen also die Zwischenevaluationen wie zum Beispiel dann mit zu berücksichtigen. Also es gibt Leute, die sozusagen die nicht in den deutschen Hochschulsystem sozusagen aufgewachsen ist, die sind dann aus dem internationalen Hintergrund nach Deutschland umgezogen. Da müssen wir sozusagen die Zwischenevaluationsrichtlinien sozusagen neu definieren oder anpassen oder diejenigen, die früher sozusagen dann nicht mal Deutsch als Arbeitssprache verwendet haben, dann müssen wir sozusagen dann bei der Zwischenevaluation solcher Faktoren auch mit berücksichtigen. Oder dann müssen wir auch dann sozusagen dann die Elternzeit und Pflegezeit und so weiter und so fort dann alles sozusagen dann mit berücksichtigen. Was ich noch mitgenommen habe aus der Diskussion ist, dass es total wichtig ist, auch mal einen Perspektivwechsel zu haben. Also nicht nur immer meine Perspektive als Frau aus dem eher Arbeitermilieu einzunehmen, sondern vielleicht auch mal von Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland kommen oder von Kolleginnen und Kollegen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder von Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht alleine Care-Aufgaben übernehmen müssen, ohne einen Partner zu haben und sich damit auch noch mal ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, wie man die unterstützen kann. Ich finde Diversität eigentlich natürlich und deswegen finde ich sie wichtig. Ich denke, ganz viel wird sie nicht mitgedacht, weil diejenigen, die das System weitertragen, einfach davon ausgehen, dass bestimmte Dinge selbstverständlich sind, die eben gar nicht selbstverständlich sind, sondern nur für die Survivor in dem System dann selbstverständlich sind und sie gar nicht sehen, häufig ihnen auch wirklich nicht bewusst ist, wer da alles flöten geht, weil für Arbeiterkinder, gerade aus ärmeren Haushalten, ist es zum Beispiel nicht selbstverständlich, ins Ausland zu gehen. Man denkt daran nicht. Oder für Eltern mit kleinen Kindern, die Sorgearbeit übernehmen, ist es nicht selbstverständlich, um 18 Uhr noch bei einem Kolloquium so einfach sein zu können und so weiter. Das wird einfach nicht bedacht. Es muss noch nicht mal böse Absicht sein. Und ich denke, das ist etwas, wo man mehr Bewusstsein für schaffen muss.
Ja, einige ganz spannende Anknüpfungspunkte schon wieder aus diesen verschiedenen Perspektiven. Wir versuchen das nachher aufzugreifen und zu unserem zu unserem Thema Tenure-Track-Verfahren und diversitätssensible Personalauswahl. Jetzt spreche ich zunächst einmal mit einer Expertin, die ich herzlich begrüße, und zwar neben mir sitzt Karin Geland-Lutz. Sie leitet die Abteilung Equality, Diversity, Inclusion an der Uni Zürich. Und sie ist auf europäischem Parkett aktiv seit einigen Jahren als Leiterin der LERO Group, Policy Group EDI, also Equity, Diversity, Inclusion. Herzlich willkommen, Frau Geland-Lutz. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank. Frau Geland-Lutz zeigt uns die Perspektive aus einem Nachbarland, aber auch auf europäischer Ebene, weil Sie sozusagen etwas übergreifend noch diskutiert haben. Und deshalb gleich mit der Frage aller Fragen fangen wir an. Wie ermöglichen wir eine diversitätssensible Personalauswahl in Tenure-Track-Verfahren? Wir machen das jetzt mal allgemein, wir kommen später auf einzelne Aspekte. Was ist wichtig, um diese Sensibilität für die Vielfalt der Bewerbenden zu haben? Ich denke, vieles davon haben wir heute schon gehört, so ansatzweise von den früheren Personen, die hier oben auf der Bühne sein durften. Zum Beispiel, dass die Stellen ausgeschrieben werden, ist sehr wichtig. Zunächst einmal, es spielt natürlich eine Rolle, wie und wo sie ausgeschrieben werden, weil wir wollen ja sozusagen den Pool so groß wie möglich machen von möglichen Bewerbenden. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie die Bewerbungen, die eingereicht werden sollen, gestaltet werden sollen. Welche Informationen werden gefragt von der Institution, sei das jetzt die Uni Zürich zum Beispiel, wo ich tätig bin. Und das ist auch sehr wichtig für die Art und Weise, wie eine Auswahlkommission mit den Informationen arbeitet für die Auswahl. Dann spielt natürlich auch eine Rolle, welche Signale die Hochschule sendet, weil ich denke, es ist sehr wichtig, grundsätzlich über eine Rekrutierung als eine Two-Way-Street zu denken. Also wir wollen die Leute für uns gewinnen, die wir haben wollen, aber wir müssen uns auch sozusagen attraktiv machen, sodass die Kandidierenden sich für uns entscheiden. Und da will man natürlich dann auch, wie die Zukunft aussehen, wenn man die Zukunft rekrutieren will, das ist klar. Also da spielt es eine Rolle, welche Signale man sendet in Bezug auf die Bedürfnisse von einzelnen Kandidierenden, die man einladen will, aber auch wer ist Mitglied vom Komitee. Also zeigt man durch die Zusammensetzung der Komitee, dass das hier ist ein Ort, wo Menschen aus all walks of life erfolgreich sein können, sich entfalten können und sich dazugehörig fühlen können. Also all die Aspekte sind wichtige Bestandteile vom Prozess, seien das formelle Prozesse, also oder Strukturen, also wie sieht überhaupt der Prozess aus? Wenn es sich um Professuren handelt, dann sind diese ja meistens auch gesetzlich relativ festgelegt, aber auch in den weichen Teilen von den Verfahren, wo eine Fakultät oder ein Institut selber auch recht weitgehend entscheiden kann, wie wollen wir uns präsentieren, wie wollen wir rüberkommen, für wen möchten wir als attraktiv dastehen. Ja, ich nehme mal so 2, 3 Aspekte von dem, was Sie gesagt haben und frage nochmal genauer nach, und zwar ganz am Anfang dieses ganzen Prozesses. Sie sagten eben, es kommt darauf an, welche Unterlagen wollen wir überhaupt haben. Erzählen Sie noch mal, wie Sie es machen, damit man sozusagen möglichst viele andere Faktoren ausschaltet. Was heißt das genau? Denn normalerweise gibt es ja so ein relativ standardisiertes Portfolio. Wie machen Sie es genau in Zürich? Die Fakultäten können da, natürlich haben sie Spielräume, die sie auch ausschöpfen können, und das sollen sie auch. Aber grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass die Auswahlkriterien schon im sogenannten Strukturbericht festgelegt werden, ganz zu Beginn, und auch deren relative Gewichtung wird festgelegt. Und das soll dann dazu führen, dass man später im Verfahren eine gewisse Accountability hat, sodass sich die Diskussion nicht anfängt zu drehen, losgelöst von den Auswahlkriterien, einfach weil es vielleicht kleine Koalitionen im Komitee gibt, die vielleicht eine Kandidatur wollen, aus welchen Gründen auch immer. Also das heißt, schon von Beginn an werden Kriterien festgelegt, auch deren Gewichtung. Dann bewirbt man sich elektronisch über
Online-Masken, die auch konfiguriert werden können, so konfiguriert werden können, dass das Komitee dann über sozusagen das ganze Bewerbungsfeld die gleichwertigen oder die vergleichbaren Informationen sozusagen 1:1 gut vergleichen kann miteinander. Und wir haben es ja auch früher heute gehört über den Aufwand für die Institution bei diesen ganzen Prozessen. Da kann man sich natürlich auch die Arbeit ein bisschen leichter machen, wenn man sich überlegt, wie nehmen wir Bewerbungen entgegen, sodass der Aufwand so klein wie möglich gehalten werden kann und die Entscheidungen unter Umständen trotzdem besser und transparenter ausfallen können. Das heißt da erstmal, dass man nicht unterschiedliche Bestände hat. Der eine reicht ganz viel an, die andere weniger oder andersrum. Genau. Trotzdem ist ja so, dass wir weiterhin beklagen, und das war auch in diesem Begleitevaluation des DZHW, dass Sie sagen, also da ist noch ein bisschen Luft nach oben, jetzt bei Tenure-Track-Professuren, darauf beziehe ich mich jetzt in Deutschland, es ist noch ein bisschen Luft nach oben, was die Diversität der Menschen angeht, die diese Jobs bekommen. Es gibt allerdings einen positiven Effekt bei Gender. Und da würde ich gerne noch mal zu Ihrem europäischen Blick kommen. Sie haben ja durch diese LERU-Arbeit auch ein bisschen Überblick, wie machen es andere Länder. Was gibt es da, können Sie uns ein bisschen was sagen, was machen andere Länder für die Personalrekrutierung der Early Career Researcher? Gibt es da irgendwelche Tendenzen, die Sie feststellen können? Also ich und ein paar Kolleginnen und Kollegen, die ich hier im Raum sehe und von denen wir auch morgen haben werden zum Teil. Wir haben versucht, das ein bisschen systematisch anzuschauen, quer über die 24 LERU-Mitgliederuniversitäten, 3 auch in Deutschland, also Freiburg, Heidelberg und die LMU. Und was wir da haben feststellen müssen, ist, dass die Datenlage zu schlecht ist, um eigentlich sehr gute Aussagen machen zu können in Bezug darauf, ob Tenure Track tatsächlich zu einer zu einer inklusiveren Professorinnenschaft führt oder nicht. Bei einem von den 24 Mitgliederuniversitäten konnten wir einen kleinen Gender-Effekt feststellen, aber es hat auch so wenig Fälle, wenn man anfängt zu vergleichen, sodass wir eigentlich keine belastbaren Aussagen machen konnten. Außerdem merken wir ja auch, dass auch wenn alle Lehrhochschulen oder ja, ich glaube, mehr oder weniger alle, haben etwas, was sie Tenure Track nennen, sind das, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ganz unterschiedliche eigentlich Kategorien, die auch gewisse Ähnlichkeiten aufweisen, die wir auch sehr wichtig finden. Aber was wir feststellen ist, dass das ist eigentlich nirgends sozusagen der Hauptweg zu einer Professur. Aber das ist immer wichtiger geworden in den letzten 5 bis 8 Jahren. Was wir haben auch feststellen können, und das ist vielleicht etwas, was wir ein bisschen kontrastieren mit den USA, ist, dass an den Lehrhochschulen kann jede Person mit einer Tenure-Track-Professur kann auch verstetigt werden. Ja. Das ist zum Beispiel nicht überall in den USA so, wo mehrere Personen vielleicht rekrutiert werden für einen Tenure. Genau. Und dann sind sie so wahnsinnig fest in Wettbewerb miteinander. Das nimmt aus unserer Sicht ganz viel vom Wert der Tenure-Track-Professur weg. Ja, gleichzeitig ist es, das hatten wir eben ja schon mal so kurz angesprochen, Herr Rosenthal sagte auch nochmal, er sieht das durchaus kritisch, dass sozusagen, ich glaube, er sagte 95% oder sogar mehr, dann auch einen Tenure bekommen. Ich frage mich jetzt nochmal, wir sprechen ja von Verlässlichkeit, von Planbarkeit, darum geht es ja auch, wenn man sich für die Wissenschaft entscheidet. Ja. Und die Frage ist, wenn wir über Diversität nachdenken, sind ja bestimmte Themen, werden kaum adressiert. Wir sprechen oft über Gender, wir sprechen manchmal über Internationalität und so. Andere Themen fallen da eher weg. Ist dieses Tenure-Track-Verfahren, weil es so eine Planbarkeit verspricht, lockt das vielleicht andere bewerbenden Gruppen an oder eher nicht? Was meinen Sie? Das ist jetzt nicht zahlengestützt, das ist mir schon klar, sondern einfach aus Ihrer Arbeitserfahrung heraus. Oder haben wir den gleichen bewerbenden Pool wie bei anderen Verfahren? Ich glaube eher Letzteres, aber ich weiß es nicht. Aber wenn ich eine Hypothese offerieren müsste, dann wäre das meine Hypothese. Wir wissen es,
wir wissen es, dort wo wir Daten haben, können wir das ein klein bisschen vermuten oder wir hoffen es oder wir streben es an. Aber es gibt andere Aspekte, wo wir Daten nicht erfassen dürfen, systematisch, höchstens vielleicht durch Umfragen. Das wäre vielleicht auch etwas, was man in Betracht ziehen könnte. Zum Beispiel First Gen ist ein Thema, das wir auch in unserem Vorgespräch diskutiert hatten. Da wissen wir es wirklich nicht und es kommt auch ein bisschen auf das nationale System darauf an. In der Schweiz zum Beispiel machen 3/4 von den Jugendlichen eine Berufsbildung, machen gar nicht die Matur, also landen erst gar nicht bei der Hochschule. Sie können sich den Rest vorstellen. Ja. In anderen Ländern mit anderen Schulsystemen ist das vielleicht anders. Ich wage es nicht zu raten. Ja, wir kommen nachher nochmal, Sie haben recht, wir kommen nachher nochmal zu den, wenn wir hier diskutieren über das deutsche System, was es da vielleicht für Ausschlussmechanismen gibt. Kommen wir nochmal auf die Fakultäten. Sie haben ja gesagt, die Uni Zürich, Sie haben sich schon bemüht um diese Maske, diese einheitliche Maske bei Berufung, damit wir da eine ungefähre Vergleichbarkeit haben. Gleichzeitig sind es ja die Fakultäten, die ihre Profile festlegen und sagen, wir brauchen jetzt in Zukunft das und das. Was kann man dann eigentlich als Unileitung tun? Das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man sozusagen strategische Dinge implementieren möchte und die Fakultäten sind alle unabhängig, haben ihre eigenen Wünsche. Was kann man tun, damit die Fakultäten sozusagen so ein bisschen auf den Track kommen und vielleicht etwas andere Gruppen berufen? Das ist eine sehr gute Frage. Ein früherer Rektor von uns hat gesagt, sein Job sei herding cats und das hat vermutlich Spaß. Ja, wir haben im Moment ein ganz spannendes Projekt in Zürich, weil vor ein paar Jahren hat man so realisiert, dass bis im Jahr 2030 wird 1/4 der Professorinnenschaft emeritiert. Das heißt, es ist eine große Chance, sozusagen ein bisschen so gesamthaft zu schauen, in welche Richtung soll die Universität sich entwickeln. Weil die Berufungen sind ja, gehören ja wirklich zu den wichtigsten strategischen Entscheidungen von einer Hochschule. Und wenn so viele in so einem kleinen oder engen Zeitraum emeritiert werden, dann kann man ja wirklich so ein bisschen gesamthaft überlegen, welche Bereiche sind strategisch wichtiger, dass wir nicht einfach sozusagen im Sinne von Nachfolgeberufungen immer so in die Richtung weitergehen, wo es bisher immer ging, sozusagen. Und in diesem Rahmen haben wir auch dann angefangen, darüber zu diskutieren, was können wir dann gleichzeitig tun, um unsere EDI-Ziele auch noch umzusetzen im Rahmen von dieser strategischen Möglichkeit. Und was wir immer feststellen und was andere vielleicht auch feststellen, jetzt muss ich leider nochmals auf Gleichstellung Mann und Frau zurückkommen, ganz kurz, aber was wir gemerkt haben, ist, dass wir in unseren Berufungen, dass wir häufig die Frauen auf Primo Loco haben. Also Primo Loco ist so die, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland so sagt, aber alle nicken, da versteht man mich offensichtlich. Und die kommen dann nicht. Und es ist sehr schwierig, Senioren, Wissenschaftlerinnen geografisch mobil zu machen. Auch wenn man Berge anbieten kann und Seen und gute Löhne und so. Das ist schwierig. So was wir angefangen haben zu überlegen, und deswegen finde ich eben Tenure Track auch so schwierig, so interessant, meine ich, dass wir merken dann, dass die sind irgendwo sowohl fachlich, beruflich als auch privat quasi installiert, irgendwo in London oder Berlin oder wo auch immer. Und dann haben wir so gedacht, ja, aber was können wir dann tun, damit sie früh zu uns kommen, bei uns eine dauerhafte, attraktive Perspektive bekommen und dann findet dieser Lock-in-Effekt bei uns statt, der schon woanders stattgefunden hat. Und da war die offensichtliche Antwort auf die Frage natürlich Tenure Track. Und im Rahmen jetzt von dieser, ich sage mal, Emeritierungswelle, die jetzt langsam auf uns zukommt, oder ja, haben wir jetzt auch überlegt, was können wir tun, um diese Chance jetzt auch zu nutzen. Und da hat unsere Universitätsleitung jetzt Geld in die Hand genommen und gesagt, ja,
wenn Frauen auf Assistenzprofessuren mit Tenure-Track von den Fakultäten ausgewählt werden im Rahmen von diesem Projekt, dann kann 2 bis 4 Jahre Doppelbesetzung über die Unileitung finanziert werden, sodass die Frau auf der Assistenzprofessur mit Tenure-Track wirklich diese Zeit hat, um sich zu etablieren. Und dann geht der bisherige Lehrstuhlinhaber oder bisherige Lehrstuhlinhaberin dann mal weg und dann ist sie parat für den Lehrstuhl. Das hat jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr angefangen und soll jetzt, glaube ich, bis 2030 so laufen. Das ist ein großer Ansatz. Was wir auch noch tun in der Rekrutierung, oder die Fakultäten dürfen das machen, insbesondere unsere mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät macht das, dass sie haben so ein kleines Instrument im Rahmen von ihrer Rekrutierung selber entwickelt und sie nennen das One-Page-CV. Und darauf können Kandidaten und Kandidatinnen aufführen, wie viel wissenschaftlich relevante Zeit sie seit ihrer DIS verbracht haben. Also das heißt, wenn man zum Beispiel ein Jahr reisen ging, kann man das wegzählen, oder man muss in der Schweiz auch Militär machen, man hat vielleicht Angehörigenpflege oder Familie, oder man hat Teilzeit gearbeitet in der Wissenschaft, weil man Geld verdienen musste. Dann kann man das alles sozusagen zusammenzählen und dann vorweisen, seit meiner DIS habe ich so viele wissenschaftlich relevante Jahre verbracht und meine Leistung soll im Verhältnis zu dieser Zeitdauer gesehen werden. Das heißt, nochmal eine kurze Nachfrage, dieses, was Sie gerade nannten von der mathematischen Fakultät, das ist eine freiwillige Sache, die Bewerberinnen und Bewerber ausfüllen können, um das akademische Alter zu ermitteln. Und das andere, nur damit ich es nochmal richtig verstehe, das Präsidium zahlt den Fakultäten Geld, damit diese Lehrstühle, die frei werden, frühzeitig durch eine Early Career Researcherin besetzt werden. Ja. Richtig verstanden. Das Genau. heißt, das Präsidium gibt Geld rein. Ja, Und die Fakultäten haben dann sozusagen die Möglichkeit, doppelt zu besetzen. Ja. Richtig verstanden? Gibt es schon irgendwelche Zahlen aus diesem Programm? Oder ich habe es vergessen, seit wann läuft das? Ich glaube, die ersten solche vorgezogenen Berufungen fanden entweder dieses Jahr oder im Herbst 24 statt. So, wir sind da noch ziemlich am Anfang. Okay. Ja. Und das heißt, wie lange ist das bis 2030? Das heißt, weil Sie projektiert haben, bis 2030 ist diese Emeritierungswelle. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay, also einmal Geld in die Hand nehmen, jetzt was Gleichstellung angeht, dann das zweite akademisches Alter ermitteln. Und Sie sagten zu Recht, wir wissen, über viele Diversitätsthemen haben wir keine Zahlen und wir können es nicht erheben, wir dürfen es nicht erheben, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Österreich zum Beispiel hat sehr viel mehr Zahlen, der erlaubt es ja sehr viel mehr abzufragen. Die Frage trotzdem nochmal, wir hatten das, glaube ich, eben schon mal, wenn diese Kommissionen zusammensitzen, Evaluationskommission, Tenure Board, wie auch immer sie heißen. Genau. Was können wir ändern nochmal an dem Auswahlverfahren, damit es diversitätsoffener wird, sage ich mal? Ich weiß, es ist schwierig, aber was können wir noch machen? Weil Sie sagen zu Recht, wir haben keine Zahlen. Aber wie können wir sonst noch die Wenn wir so weit sind, dass es um die Evaluation geht, dann sind ja die Leute 3 bis 6 Jahre schon da. Also das heißt, dann haben wir ja schon gewählt. Ja. Also ich denke, die wesentliche Weichenstellung ist ja bei der Rekrutierung, aus meiner Sicht. Sie haben recht, ja. Und natürlich ist es dann auch wichtig, keine, ich sag mal, keine negativen Effekte für bestimmte demografische Gruppen zu haben bei der Evaluation. Da ist ja auch, also das müsste man dann wie so verfolgen, sodass man so nach dem Kaskadenprinzip ähnliche Anteile hat, oder sonst würde ich sagen, wäre das ein Hinweis auf ein Problem in der Organisation, das man dann genauer anschauen müsste. Ja. Denn wir haben ja, wenn man das anschaut, wer wird berufen auf Professoren, aber auf Tenure-Track, aber auch allgemein haben wir ja eine gewisse Homogenität, sagen wir es mal so. Also was Frauen und Männer angeht, tut sich da was, aber andere Dimensionen werden sehr selten angesprochen. Das ist so. Und
Ich würde gerne, ich fand das jetzt interessant, dass Sie nochmal so ein paar Tools aus Zürich mitgebracht haben, was Sie machen. Und ich würde jetzt nämlich gerne den Blick weiten und damit wir diese Fragen, die ich mit Ihnen angesprochen habe, nochmal auf dem ganzen Panel etwas vertiefen. Deshalb bitte ich jetzt die Panelistinnen, kann ich jetzt in diesem Fall sagen, zu uns nach vorne zu kommen. Erstmal Frau Geland-Lutz, danke für hier lange, aber Sie bleiben hier sitzen und machen mit uns weiter und bringen immer unseren den europäisch-schweizerischen Blick bitte mit rein. Bitte die anderen Diskutierenden dazu. Vielen Dank erstmal. Schwarzen Block. Interessant ist ja, dass wir beim Thema Diversität nur Frauen auf dem Panel haben. Das könnten wir ja auch mal diskutieren. So viel zur Diversität an deutschen Hochschulen. Also ich habe nichts, ich finde das immer klasse, aber für allen anderen Themen haben wir oft auch gerne Männer und wenig Frauen. Beim Thema Diversität haben wir nur Frauen. Das erlebe ich auch sonst in Universitäten. Und obwohl mir alle immer sagen, alle Männer, dass sie es auch mal ganz wichtig finden. Das vielleicht nochmal zum Diversitätsverständnis. Ich stelle wieder die Diskutierenden vor, die hier vor Ihnen sitzen und mit denen Sie auch gleich gerne diskutieren können. Und ich habe auch hier um eine Satzergänzung gebeten und ich fange mal ganz außen hier an. Das ist Frau Doktorin Sibylle Detel, die dort sitzt. Sie ist Geschäftsführerin von FU Diagnostik an der FU Berlin. Ich schaue mal genau, was das ist. Sie machen diagnostische Verfahren, bieten sie an. Sie sind aktiv im Tenure-Track-Netzwerk, unter anderem in der Arbeitsgruppe Potenzialanalyse, Leistungsindikatoren und Qualitätssicherung. Sie haben zum Thema Personalauswahl auch publiziert und ich hatte Sie gefragt, was braucht es für eine diversitätssensible Personalauswahl? Und Sie haben mir geschrieben, einen gut strukturierten, idealerweise standardisierten Prozess mit standardisierten Instrumenten und sensibilisierte, idealerweise geschulte Auswählende. Also sehr voraussetzungsreich. Herzlich willkommen. Neben mir, Sie haben sie gerade gehört, sitzt Frau Doktorin Karin Geland-Lutz und sie hat gesagt, für sie braucht es Transparenz und Accountability im Rekrutierungsverfahren. Genau das, was Sie gerade schon so ein bisschen versucht haben anzudeuten. Schön, dass Sie noch bei uns weiter sitzen. Dann begrüße ich im hellen Pullover Frauke Logermann von der Max-Planck-Gesellschaft in München. Dort verantwortet sie den Bereich Talent, Gender und Diversity. Ist auch immer interessant, wie die Begriffe zusammengesetzt werden. Bei manchen heißt es Chancengerechtigkeit, bei Ihnen heißt es Talent, Gender und Diversity. Und sie sagt, für eine diversitätssensible Personalauswahl braucht es den Mut, den Status quo zu hinterfragen, sowie Offenheit für Veränderung. Herzlich willkommen. Dankeschön. Frau Professorin Silvia Palecek haben Sie heute Morgen kurz erlebt. Sie ist Prorektorin für Universitätskultur an der Uni Freiburg, dort unter anderem für Gender Diversity Tenure Track verantwortlich. Sie ist in unterschiedlichen Lero Groups aktiv und sie sagt, für eine diversitätssensible Personalauswahl braucht es einen klaren und reflektierten Kriterienkatalog, eine hinsichtlich Bias geschulte Kommission und eine möglichst divers zusammengesetzte Kommission. Herzlich willkommen nochmal. Und Frau Doktorin Sarah Schmidt begrüße ich in der Runde. Sie arbeitet an der Goethe-Uni Frankfurt als Koordinatorin des Methodenzentrums Sozialwissenschaften im Projekt Starker Staat im Studium, also an der anderen Seite der Kette, wenn es um den Uni-Lebenslauf geht. Und sie hat sich mit den Themen Qualitätssicherung, Bildungsforschung und so weiter beschäftigt. Und sie sagt, für eine diversitätssensible Personalauswahl braucht es ein diverses Auswahlkomitee mit verschiedenen Sichtweisen. Herzlich willkommen. Also Sie haben fast alle rekurriert auf die Zusammensetzung der Kommission und die damit einhergehende Perspektivenvielfalt, Kriterien. Wir gehen einzeln nochmal diese Dinge ab. Und deshalb möchte ich ganz gerne nochmal fragen, ich habe es gerade angesprochen mit Frau Geland-Lutz, diversitätssensibel rekrutieren.
Es gibt Themen, die werden dauernd angesprochen, die haben lange Geschichte an deutschen Hochschulen und es werden Themen, die noch nicht so oft angesprochen werden. Gender scheint erfolgreich, andere Dimensionen sind weniger bekannt. Warum ist das so, Frau Schmidt? Also erstmal würde ich dem Ausspruch oder der Aussage, Gender ist erfolgreich, widersprechen. In den Katalogen, aber ja, genau, also auf dem Papier ja. Glaube ich schon, aber ja. Sonst wäre ich da auch vorsichtig. Genau. Ich glaube tatsächlich, dass wir, was Diversität angeht, häufig eben in dieser Kategorie Gender denken. Das ist so das Erste, was uns einfällt. Und wenn wir mit Hochschulen kommunizieren, dann ist das nächste vielleicht noch Internationalität, hatten Sie ja vorhin auch schon in Ihrem Gespräch. Und dann hört es aber auch schon auf, dass wir über Dinge sprechen müssen wie körperliche oder andere Gebrechen, Einschränkungen, gesundheitliche Einschränkungen, auch unterschiedliche Lebensläufe, unterschiedliche Lebensinhalte, Personen, die schon Familie haben, die schon Betreuungsverpflichtung haben, Pflege von Eltern, das, was bei uns jetzt immer häufiger, also zumindest in meiner Generation, immer stärker ein Thema wird. Das ist wenig sichtbar und wird deswegen auch bei der Personalauswahl wenig berücksichtigt. Und also ich weiß nicht, wie das an anderen Hochschulen ist. Die Hochschulen, die ich kenne, und ich habe eine große Erfahrung in Berufungskommissionen, da ist es eher so auf Zuruf, wer da jetzt drin sitzt. Oder es wird halt so, du bist jetzt halt mal dran mit dem Berufungskommissionsvorsitz, jetzt mach das mal, und dann nimmt man irgendwie die 2 Masterstudierenden mit, die halt sowieso studentische Hilfskräfte sind, und die wissenschaftliche Mitarbeiterin, die wird auch so ein bisschen gezwungen, aber also sich darüber mal Gedanken zu machen, eben zu zeigen, wir sind divers und wir freuen uns, wenn da auch jemand dabei ist, der jetzt nicht direkt aus der Akademikerfamilie in die Promotion und dann auf die Juniorprofessur mit Tenure-Track rutscht, sondern quasi auch da schon divers zu denken und dadurch eben eine Perspektive mit reinzubringen und einen Perspektivwechsel zu haben, fände ich total hilfreich. Die Frage, wie man das macht, wir hatten auch schon über manche Themen, erstmal sind manche Themen unsichtbar, manche Diversitätsthemen, und nicht jede Person möchte ja auch darüber reden, das erfahre ich auch oft. Also wie sprechen wir über verschiedene Diversitätsthemen? Ich merke das auch immer, wenn ich so über soziale Herkunft spreche, dann kommt oft so in einer Kaffeepause ein Prof und sagt, ja, Frau Liesberg-Haag, ich komme auch vom Bauernhof, aber es gibt keinen Platz, mit meinen Kollegen darüber zu sprechen. Auch wenn ich es mal will, das ist kein Raum dafür. Das fand ich eine interessante Aussage. Sie nicken so. Können Sie das bestätigen? Oder gibt es ein Tabu, über bestimmte Themen zu sprechen? Ja, also zum Thema soziale Herkunft, Ja. Da kann ich jetzt einfach auch aus eigener Erfahrung eben sprechen, weil ich eben auch aus dem nicht-akademischen Haushalt eben stamme und ja, man schon auch das Gefühl hat, dass die Kultur natürlich, in der sich Wissenschaft bewegt, oft natürlich auch relativ doch noch elitär geprägt ist. Und das hatten wir heute Morgen auch schon angesprochen, dass eben gewisse Themen so als nicht relevant angesehen werden oder sogar, ja, zum Teil leider auch immer eher so als Schwäche, ja, oder Makel vielleicht, ne? Dass man eben, wenn man jetzt sagt, man war jetzt nicht auf der Ivy League Universität oder ja, hat jetzt keinen so großen also die Familie hat jetzt nicht einen akademischen Hintergrund, dass das quasi vielleicht negativ ausgelegt werden könnte, wenn man diesen Duktus halt nicht hat. Aber man kann natürlich diese Räume schaffen, ja, und das ist halt eben ganz wichtig, und ich kann da jetzt nur für sprechen, jetzt aus dem Beispiel auch aus dem Max-Planck-Kontext, weil das Thema tatsächlich auch soziale Herkunft und auch das Thema Diversität breiter, sich damit zu beschäftigen, gerade auch in unseren Promotionsprogrammen sozusagen stärker Einfluss hat jetzt und auch in unseren globalen Internship-Programmen, weil es da wirklich so ist, dass im Sinne eines Narrative CV, ja, das ist sowas, so ein, sag ich mal, Methodik, die auch aus der UK zum Teil stammt, dass man halt in seinem CV noch andere Dinge abfragen kann, ne? Dass man zum Beispiel darstellen kann, dass man neben einfach der akademischen Qualifizierung vielleicht eben nebenbei noch Pflege, ja, sag ich mal, Aufgaben wahrgenommen hat, eben doch besondere Herausforderungen ja auch gemeistert hat, aufgrund vielleicht auch der sozialen Herkunft. Das kann man ja auch positiv framen und sehen. Aber da muss man halt auch für Raum geben, ja. Und wenn man den Raum halt nicht gibt, weiß ich auch immer nicht, ob man den Leuten dann auch empfehlen sollte, sowas dann auch von sich aus zu erwähnen, natürlich in den, ja, sag ich mal, Bewerbungsunterlagen, weil man nicht weiß, wie darauf reagiert wird. Frau Detel, Sie dazu. Genau, also ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, darüber nachzudenken, dass solche Berufungskommissionen diverser besetzt sein sollten.
Auf der anderen Seite würde ich gerne ein Stück weit davor warnen, dass Personen, die für eine bestimmte Diversitätsdimension einstehen, auch dann instrumentalisiert werden. Wir sehen das bei den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, dass die Frauen, die haben dann eben diese Aufgabe in solchen Berufungskommissionen. Und ich würde es gerne vermeiden, dass wir bei anderen Diversitätsdimensionen in eine ähnliche Richtung eigentlich denken. Und deswegen nochmal das Plädoyer dafür, dass wir bei uns allen über Diversität nachdenken sollten, wo wir alle auch divers sind und diese Sensibilität gerne alle selber mit in diese Berufungskommission hineintragen sollten und dann eben nicht aufgrund von identifizierten Merkmalen Aufgaben verteilen, weil das weckt den Eindruck, dass dann eben eine Person eben auch für eine ganze Gruppe sprechen kann, was ich durchaus schwierig finde, weil die sind eben vielleicht Experten, Expertinnen für ihr eigenes Leben, aber nicht für eine ganze Gruppe. Insofern das Plädoyer wirklich, also zum einen für die Sensibilisierung aller in solchen Berufungskommissionen für verschiedene Diversitätsdimensionen und gleichzeitig eben auch nicht dabei aufhören, darüber nachzudenken, dass vielleicht eine Schulung auch nochmal einen zusätzlichen Mehrwert bringen kann. Denn wir verschließen allzu oft gerne die Augen vor so kleinen Dingen, die uns im Alltag immer wieder begegnen, wo wir selber auch diskriminieren, ohne es zu wollen. Und dass es bei der Arbeit, gerade in Berufungskommissionen, einfach so wichtig ist, dafür eben auch wirklich geschult zu sein. Ja, das würde ich gleich auch nochmal aufgreifen, denn es passiert ja oft auch eher so subkutan, also man guckt sich so ein CV an und dann sieht man Auslandsaufenthalte an renommierten Institutionen, dann gibt es verschiedene Parameter und sagt, diese Person war 3-mal dort und hat sich strategisch verhalten und das sind ja oft so eingefahrene Muster, die gar nicht berücksichtigen, dass andere Personen, ich will jetzt gar nicht nur auf die soziale Herkunft rekurrieren, aber auch andere Dinge das gar nicht leisten konnten, aber trotzdem das Potenzial haben. Ich komme jetzt gleich noch zu dieser Potenzialanalyse, das Potenzial hätten, eine Tenure-Track-Stelle auszufüllen. Und ich bin so ein bisschen kritisch, es gibt ja auch Forschung, dass wir sagen, diese ganzen Schulungen nützen immer alle gar nichts. Ja? Dann schleppt man da irgendwelche Leute rein, die Langprofessoren gehen sowieso nicht hin, die Neuberufenen, auf denen alle Hoffnungen ruhen, die müssen das dann immer machen. Die Effekte sind bisher relativ gering, lese ich in Studien solcher Schulungen. Ich weiß nicht, und da ist ja die Frage, Sie haben recht, wie kriegen wir diesen anderen Blick oder eine Blickweitung in diesen Anfang, in diese Rekrutierungskommission. Darf ich gleich dazu? Bitte, ja, und dann gerne, ja. Vor kurzem ein Projekt hier an einer Berliner Hochschule für angewandte Wissenschaften gemacht. Da ging es auch unter anderem um das Thema, wie viele von unseren Professoren sind denn eigentlich geschult? Und es haben nicht so wahnsinnig viele an der Befragung teilgemacht und deswegen nur ein Ausschnitt, aber ich finde ihn trotzdem wahrscheinlich gut vergleichbar mit anderen Universitäten, wo das auch ähnlich ist. Viele behaupten immer, wir brauchen das gar nicht. Wir haben schon einen sehr gendersensiblen Blick vor allen Dingen und wir brauchen solche Schulungen nicht. Nachgefragt war dann oft eine Reaktion, weiß ich jetzt gar nicht genau, wo diese Schulungen stattfinden, wer die anbietet. Das war jetzt so kurzfristig für die Kommission, da konnte ich jetzt nicht noch in eine Schulung. Ich bin so selten in Berufungskommissionen, da brauche ich das doch gar nicht. Ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Diversität oder mit Gender und so weiter. Da habe ich doch sowieso schon eine Perspektive drauf. Das heißt, insgesamt am Ende waren ganz wenige eigentlich bei diesen Schulungen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Deswegen also, wenn die wirklich alle zu einer Schulung gehen würden, könnte der Effekt größer sein. Frau Luckermann, Sie wollten gleich dazu und dann komme ich zu Frau Paletschek, ja? Ganz kurz nur direkt darauf auch, also ich möchte auch generell eine Lanze für die Trainings auch brechen, weil es natürlich, also Trainings schaden ja auch erstmal nicht, oder? Ne? Also natürlich ist da eben auch wirklich die Evaluation ein bisschen durchwachsen, dass auch gerade wenn Personen unfreiwillig dann auch diese Diversitäts-Unconscious Bias Trainings durchlaufen, dass sich sogar leider noch die Stereotypen auch verstärken kann. Der Punkt ist aber, es halt als einen Baustein zu sehen und ich glaube, was halt immer auch in dem ganzen, sage ich mal, Gesamtkontext immer ist diese Erwartung, wir machen jetzt ein Training für 30 Minuten und danach ist alles gut. So. Aber es ist ja nur ein Baustein und wichtig ist gerade auch quasi eigentlich nur diese Trainings zu nutzen, um dann aber auch eine Sensibilisierung und Akzeptanz zu schaffen für strukturelle Veränderungen. Und da müsste man natürlich dann auch ansetzen und gucken, okay, jetzt haben wir dieses Wissen, aber wir müssen eigentlich auch, weil wir wissen, diese Biases kriegen wir leider nicht mit 1, 2 Trainings weg. Wir müssen an eben Strukturen halt eben auch im Auswahlverfahren eben drehen, um eben diesen Einfluss
da dieser Biases und diskriminierenden Tendenzen eben einzuschränken. Ne? Und genau. Ja, Sie sprechen vom Baustein. Ich komme nochmal zu Frau Palecek und auch Frau Gilland-Lutz, die Sie ja beide Mitglied in Präsidien sind und sozusagen Sie ja die Gestaltungsmacht haben, sage ich mal, Frau Palecek. Wie sehen Sie das aus Ihrer Leitungsebene? Sie verantworten ja auch diese Themen und gleichzeitig sind Sie Vizepräsidentin für Universitätskultur. Das gibt es ja auch noch nicht so oft in Deutschland. Ich glaube, Dresden hatte damals angefangen, das waren die ersten. Und Universitätskultur ist ja ein großes Versprechen, was da drin steckt. Wie können Sie mit dieser Denomination und Ihrer Gestaltungsmacht, wie sehen Sie das, um noch diverser zu berufen? Wir gehen jetzt auf Tenure-Track, im Grunde kann man es ja auch auf andere, aber wir möchten ja, dass die jungen Forschenden sozusagen vielfältiger sind. Wie sehen Sie es aus Ihrer Leitungsperspektive? Also ich denke, es ist zum einen ganz wichtig, dass die Hochschulleitungen ein Commitment zu diversitätssensibler Personalauswahl und zu Chancengerechtigkeit machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Damit ist es nicht in die Universität getragen, damit ist es noch nicht in den Fakultäten und umgesetzt, aber ich denke, es ist ein wichtiger Baustein, von oben und unten quasi ineinander zu greifen. Dann, ich finde den Begriff Baustein sehr, sehr gut. Ein Training nutzt nichts, aber ich würde deswegen, und ich kenne die Untersuchungen zur Wirksamkeit von Trainings, das heißt nicht, dass man es lässt. Weitere wichtige Bausteine sind, und da hat Karin Gilland-Lutz das gerade auch schon erwähnt, das ist natürlich, dass man die Bewerbungsverfahren möglichst wenig biased macht. Also die Namensnennung ist ein Problem, manchmal Foto ist ein Problem, etc., wie es aufbereitet ist. Also ich denke, das ist eine Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit ist auch, oder was ich sehr, sehr wichtig finde, wir haben sehr viele Untersuchungen einer sehr guten Wissenschaftsforschung, wie Exzellenz zugeschrieben wird, wie Berufungskommissionen arbeiten. Die Kollegen und Kolleginnen wissen das in der Regel nicht. Also ich glaube immer noch an die Aufklärung und an das Potenzial von Information, also hier ein Bewusstsein zu schaffen, wie diese Exzellenzzuschreibungsprozesse laufen, wer die Besten sind, dass es die eben nur in einem bestimmten Rahmen geben kann. Und dafür, und das ist ein weiterer Punkt, ist es sehr, sehr wichtig, diese Kriterienkataloge klar zu fassen. Und das ist nicht einfach, denn es kostet Zeit, es kostet auch ein Umdenken, also wenn ich es mal flapsig sage, ein immer weiter so und ich besetze die Professur, wie sie vorher war, ich orientiere mich an der Person, die vorher drauf war, das ist arbeitssparend erstmal. Wirklich zu überlegen, in welche Richtung will unsere Lehreinheit, unser Institut, was brauchen wir dafür, wie soll die Denomination denn aufgesetzt werden und welche Kriterien brauche ich gerade auch für die Tenure-Track-Professur. Das kostet einfach Zeit und ein Umdenken auch in den Fakultäten, sich Zeit dafür zu nehmen. Vielleicht brauchen Sie da auch ein bisschen professionelle Unterstützung von der Zentrale, weiß ich noch nicht so genau wie, aber ich denke, das ist ein wichtiger Prozess und den müssen wir uns klar machen, dass es das nicht ohne Zeitaufwand und ohne Energie gibt. Das ist ja immer auch so dieses Wabonspiel, wenn, wie gesagt, von der Zentrale Unterstützung angeboten wird, erstmal gern genommen, aber manchmal eben auch als Beschneidung der Autonomie gesehen. Also das ist ja von der Leitung immer ein ganz schwieriger Aushandlungsprozess. Wie können wir mit den autonomen Fakultäten, Fachbereichen umgehen, gerade was die Besetzungen angeht, denke ich. Ne? Ja, aber ich denke, wir haben ja ein gemeinsames Ziel, nämlich sehr gute Berufungen durchzubringen und wissenschaftsfremde Kriterien in der Beurteilung von Qualität möglichst zu minimieren. Ich denke, das kann man Kommissionen und Fakultäten, so hoffe ich, schon vermitteln. Ja. Ich komme noch mal zu dem Punkt, wir haben gesagt, wir haben viele junge Forschende und die Tenure-Track-Bewerbenden sind sehr jung noch in ihrem akademischen Lebenslauf. Und was braucht es, der Begriff Mentoring fiel am Ende des Panels. Da würde ich gerne nochmal auch im Hinblick auf Diversität sozusagen, was braucht es für Mentoring-Angebote? Was gibt es? Sind die schon diversitätssensibel ausgerichtet? Es braucht ja für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Mentoring-Programme, nehme ich mal an. Wie sind Ihre Erfahrungen und Eindrücke? Wie ist diese Begleitung von Tenure-Track-Menschen aufgestellt? Was fehlt? Was läuft gut?
Also ich denke, wir haben in unserer Tenure-Track-Satzung ein Mentoring vorgeschrieben. Wir sind gerade an der Überarbeitung der Satzung und wollen das ein bisschen flexibilisieren, auch hinsichtlich der Auswahl des Mentors, der Mentoring. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wichtig ist auch hier, das in Strukturen zu gießen, also Jahresgespräche zum Beispiel oder ein bisschen abzufragen, wird es denn gemacht, findet das Mentoring statt, finden Beratungsgespräche statt. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn man gerade an Diversitätsdimensionen denkt, die vielleicht nicht sichtbar sind und die Personen vielleicht auch nicht unbedingt zeigen wollen, ist sowas wie ein Community Building, also die Chance, sich zu vernetzen, meinetwegen, ich sage jetzt als First Generation oder wenn ich einen Migrationshintergrund habe, ich will das nicht weiter ausführen oder eine körperliche Beeinträchtigung, ist das vielleicht eine Möglichkeit, weil wir haben vorher auch körperliche Beeinträchtigung kurz angesprochen, das ist ein Riesenthema, das ist ein Riesentabu, nicht nur bei den Early Careers, sondern auch im gesamten wissenschaftlichen Dienst und auch in der Professorenschaft. Und ich denke, das wäre so ein Punkt, wo man mal auch Universität diverser aufstellen könnte, wenn es möglich wäre, das auch sichtbar zu machen, ohne mit dem Tabu der Leistungsminderung belegt zu werden. Ja. Das wird ja oft gleichgesetzt. Sie nicken, Frau Schmidt. Ja, also ich glaube, mir ist es nochmal wichtig zu sagen, eben diese Räume aufzumachen. Ne? Also ich möchte eigentlich als Gleichstellungsrätin nicht von einer Juniorprofessorin kurz vor der Evaluation angerufen werden und gefragt werden, darf ich die Pflege meiner Eltern in meinen Evaluationsbericht schreiben oder denkt die Kommission dann, ich bin unfähig? Sondern ich möchte vorher irgendwie Räume geschaffen haben an der Hochschule, dass Menschen mit ähnlichen, und ne, da geht es mir nicht darum, wir machen jetzt ein Café für alle First Generation studieren und mit denen treffen wir uns mittwochs und mit allen, die irgendeine körperliche Einschränkung haben, treffen wir uns freitags. Das ist nicht die Idee dahinter, sondern einfach zu sagen, also es gibt einen Raum, wo man sich mit Kollegen und eben nicht vielleicht mit dem direkten Vorgesetzten oder jemandem, der auch Entscheidungsträger ist, erstmal austauschen kann über solche Themen und einfach auch darüber ins Gespräch zu kommen und dadurch eben auch den Blick zu weiten, was es alles geben kann. Also ich bin seit fast 10 Jahren im Gleichstellungsrat und stelle immer wieder fest, dass auch ich noch ganz viel dazulerne, was es für unterschiedliche Herausforderungen im Wissenschaftssystem geben kann. Und da lerne ich immer noch ganz viel dazu. Deswegen wäre ich auch dabei, also ich mache die Erfahrung, dass eben genau die zu den Trainings gehen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Da sind wir wieder beim Commitment von der Hochschulleitung. Also wenn man nicht irgendwie alle zwingt, und zwingen ist ja immer so ein bisschen schwierig, dann weiß ich nicht, wie effektiv das dann am Ende ist. Aber ich glaube, solche Räume einfach zu öffnen und zu sagen, wir lassen das auch zu und ihr dürft darüber reden und es wird euch nicht als, du machst es deswegen schlechter in deinem Job ausgelegt, sondern wir suchen Wege, wie wir es gut miteinander vereinbaren können. Ich glaube, solche Räume zu öffnen ist total wichtig und das muss mit Commitment von der Hochschulleitung geschehen, damit man da auch geschützte Räume zur Verfügung stellen kann. Es widerspricht aber alles dem Exzellenzgedanken. Also junge Menschen, die sich auf Tenure-Track und so bewerben, sollen jung sein, viele Auslandserfahrungen haben, exzellente Forschungsansätze haben. Und diese Räume kommen dann natürlich nicht vor in diesem Bild von Forschenden. Und interessanterweise war es auch hier in der Tagungsbeschreibung, werden immer die Begriffe Diversität und Bestenauslese nebeneinander gestellt und das Verhältnis dieser beiden Themen abgefragt. Das finde ich immer spannend. Wird mit Diversität eigentlich gleichgesetzt, wir nehmen alle und das Niveau sinkt, also es werden immer diese beiden Begriffe zusammengedacht. Wie verhält sich Diversität zum Thema Bestenauslese? Das könnte ich könnte auch sagen, wie verhält sich das Thema Internationalität zum Thema Bestenauslese? Aber es wird immer Diversität zusammengebunden mit Bestenauslese und ich frage mich, was steckt dahinter? Steckt der Gedanke dahinter, dass Diversität leistungsmindernd ist? Also es ist immer ein bisschen enttäuschend, dass wir immer noch diese Frage beantworten müssen. It makes me so tired. Ich denke, das muss einfach klar sein, dass wenn man sich wirklich für Exzellenz interessiert als Hochschule oder als Fach, dann muss man eben genau auch Diversität sozusagen
als Voraussetzung für Exzellenz verstehen, sonst schließt man ganz viel aus. Ja. Und also ich finde, eigentlich sollen die Leute, die diesen Ansatz vertreten, die Frage beantworten, nicht wir. Ja, gerne. Bloß leider ist es schwierig, auf dem Podium solche Leute zu finden. Da haben Sie recht. Frau Logermann. Ja, ich stimme da eben vollkommen zu und würde nur gerne bekräftigen, also meiner Ansicht nach ist es genau andersrum. Durch eben diversitätsgerechte Verfahren kommen wir eben zu mehr Exzellenz, weil eben diversitätsgerechte Verfahren oder Diversitätsmanagement an sich einfach auch mit einer Professionalisierung von eben Auswahlverfahren, Bewertungsverfahren einhergeht. Ja? Und von daher ist es so, dass es am Ende ein System ist, das für alle eben auch fairer ist und eben auch, ja, die Exzellenz vielleicht auch noch mehr fördern kann. Ich glaube, das Problem ist halt immer natürlich, dass man ja nicht das Gegenteil im Moment noch beweisen kann. Ja, und deshalb kommt dieses Argument immer jetzt noch so häufig, weil ja gesagt wird, ja, aber im Moment, ne, es läuft doch auch ganz gut. Ich kann jetzt auch sagen, bei Max Planck, natürlich, wir sind auch super Nobelpreis nominiert, ganz häufig und da sehr erfolgreich. Und natürlich da eine Akzeptanz zu schaffen, gerade in so einem, in einem Umfeld, das schon erfolgreich ist und auf Exzellenz setzt und sagt, ja, warum sollen wir denn eigentlich was ändern? Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, da fehlt so ein Grundselbstverständnis. Ich würde gerne noch mal kommen, auch weil Sie sich ja auch mit Personalauswahl und so beschäftigen. Wie machen wir denn Tenure-Track-Stellen attraktiver nochmal für möglichst viele verschiedene Profile? Ne, wir haben jetzt sehr viel über Kriterien, dass wir transparent agieren und so weiter gesprochen und gleichwohl heißt es in der Begleitforschung, dass es sozusagen noch ein bisschen Luft nach oben ist. Was sind so Ideen, wie machen wir diese Stellen möglichst attraktiv für möglichst unterschiedliche Profile, die natürlich alle forschen wollen oder wenn wir nicht von Tenure-Track-Professuren sprechen, wie wir eben gesprochen haben, Lecturer, Researcher und so weiter. Was sind das für Aspekte, die noch eine größere Bewerbendenschar anlocken können? Also ich würde sagen, in der Eignungsdiagnostik beschäftigen wir uns immer als allererstes mit einem Anforderungsprofil. Das heißt, einfach damit zu beschäftigen, was muss auf dieser Position auch geleistet werden. Und da kommt jetzt vielleicht so eine Verknüpfung auch zu diesem Begriff der besten Auslese, der natürlich ganz eng damit verknüpft ist, höher, weiter, schneller. Das heißt, wir haben bestimmte Erfolgskriterien, die wir natürlich in dem Rahmen bisher immer festgelegt haben und die auch sehr in großen Teilen sehr quantitativ orientiert sind. Und vielleicht müssen wir wieder zurück zu mehr Qualität. Und dann ist es vielleicht auch nicht die Zeit entscheidend, in der bestimmte Ziele erreicht werden. Denn ja, sind wir ehrlich, mit einer bestimmten Beeinträchtigung oder mit Erziehungsaufgaben, die nebenbei zu erfüllen sind oder mit Sorgetätigkeiten und Pflegetätigkeiten, kann es sein, dass Dinge länger dauern, dass wir weniger Zeit zur Verfügung haben. Aber soll das einzige ausschlaggebende Kriterium sein? Ja, dann sind wir wieder bei höher, weiter, schneller und irgendwie sehr quantitativ orientierten Kriterien. Aber wenn wir überlegen, dass uns doch eigentlich auch Qualität und Innovationscharakter interessiert, dann sind wir vielleicht viel eher bei diesem Modell, dass Diversität uns dafür ja helfen kann. Dass wir unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, dass wir uns auch die Zeit nehmen, dort auch tatsächlich unterschiedliche Menschen zu hören und mit einzubeziehen. Und deswegen Anforderungsprofil, weil wir uns natürlich an der Stelle schon darüber unterhalten müssen, mit welchen Erfolgskriterien wollen wir denn dann auch Personen eigentlich messen, die wir am Ende ausgewählt haben. Insofern kommt dem natürlich ein ganz wichtiger Punkt zu und dass wir dort vielleicht auch schon diesen Diversitätsgedanken ja haben müssen. Ne? Schon bei der Nomination der Stelle müssen wir uns eigentlich schon überlegen, was soll dort rein, damit dort Attraktivität auch für unterschiedliche Menschen entstehen kann. Und so, wie gesagt, im eignungsdiagnostischen Sinne würde es dann eben ums Anforderungsprofil gehen, so würde es dann eben auch ausgestaltet werden können, dass ich mich mit der Zielgruppe beschäftige. Das heißt, mich frage, wen spreche ich damit an und wen schließe ich mit so einem Anforderungsprofil letztendlich eigentlich aus. Das heißt, auch an dieser Stelle schon auch diese Diversitätssensibilität mitzubringen und nicht erst im Hearing. Denn diversitätssensible Personalauswahl fängt viel früher an. Und da müssen wir uns also mit so einem Anforderungsprofil beschäftigen und dann natürlich auch solche Themen wie Active Recruiting, die dann eine sehr große Rolle spielen, denn wo keine Diversität ist, kann ich auch nicht divers auswählen. Das heißt, wenn mein Pool das gar nicht hergibt, dann kann ich eben da auch vielleicht keine Frau dann am Ende berufen, wenn es gar keine gibt an der Stelle. Frau Schmidt? Ich würde gerne zwei Sachen anmerken. Das eine ist, das dauert dann vielleicht ein bisschen länger. Das klingt schon wieder so wie, die stellen wir mal lieber nicht an, weil das dauert ja dann ein bisschen länger. Die bringen aber vielleicht dafür ganz andere Sachen mit. Die sind vielleicht
Also ich kann super Multitasking, ne? 3 kleine Kinder, Vollzeitjob, ich kann also quasi 3 Sachen gleichzeitig machen, wenn es sein muss. Das kann vielleicht jemand, der nicht diese Care-Aufgaben hat, nicht so gut. Ne? Also einfach quasi versuchen, dieses Potenzial, und das ist das, was wir vorhin auch schon mal besprochen haben, diese Potenzialanalysen, die fände ich viel spannender, wenn wir das viel häufiger machen. Ich würde das natürlich gerne, also ich bin empirische Bildungsforscherin, ich würde das natürlich gerne auf einer empirischen Basis machen und nicht irgendwie so, wie wir das jetzt machen, immer so gefühlt, was könnte denn vielleicht bei der das Potenzial sein oder bei dem, sondern das würde ich gerne tatsächlich auf bessere Grundlagen stellen, weil ich glaube, da liegt total viel Musik für Hochschulen drin. Dass das vielleicht jemand ist, der jetzt noch nicht alles gezeigt hat, was er kann, aber der das Potenzial hat, in 5 oder in 7 Jahren total großartig zu sein und den Nobelpreis zu holen. Ja, also sowas würde ich mir total wünschen, weil man dann ganz viele Sachen, glaube ich, ausblenden kann. Und dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig, ob ich, weil ich eben 6 Jahre Elternzeit hatte, nicht so viel veröffentlicht habe wie der Kollege, sondern dafür aber vielleicht die Sachen, die ich gemacht habe, viel cooler sind. Also jetzt nicht bei mir, aber bei anderen Kolleginnen so. Ne? Aber sich das einfach noch mal ein bisschen klarer zu machen, dass man auch aufs Potenzial guckt und nicht immer nur auf irgendwelche Indizes oder so oder auf Zeiten. Das finde ich total wichtig. Aber auch dafür muss es einen Raum geben und dafür muss es Zeit geben, auch in Berufungskommissionen über sowas zu diskutieren und quasi zu sagen, mir ist das jetzt aber wichtig. Und dann darf das nicht immer nur die eine Gleichstellungsrätin sein, die das macht, die dann schon, jetzt kommt wieder die Schmidt mit ihrem Diversitätsding. Ne? Also, sondern da muss es irgendwie ein breites Commitment dafür an der ganzen Hochschule geben. Und das würde ich mir total wünschen, da auch eher so in die Zukunft zu gucken und nicht immer nur auf das, was auf dem Papier steht. Ja, danke nochmal. Und dann kommen wir auf die Zusammensetzung der Kommission nochmal zurück. Sie hatten eben gesagt, dann werden manche zwangsverpflichtet und du warst noch nicht und ich war jetzt schon in 3. Ich überspitze es natürlich etwas, weil es ja auch ein erheblicher Zeitaufwand ist, in so einer Kommission zu sitzen. Und da würde ich auch nochmal fragen, vielleicht auch nochmal Frau Palecek, was denken Sie? Diese Berufungskommissionen sind ja durchaus, oder wenn man da drin ist, das sind ja auch machtvolle Gatekeeper-Positionen, denn die Kommissionen entscheiden darüber, wer die nächste Generation oder die frei werdende Stelle wird, sagen wir mal so. Was kann man noch mal systemisch tun, um diese Berufungskommission, Tenure Boards, whatever, anders zusammenzusetzen? Kann man andere Mechanismen finden, wenn man gleichwohl die starke Arbeitsbelastung aller Menschen an der Uni sieht? Was gibt es da für Ideen, dass man da schon in der Zusammensetzung was ändert oder was verbessert, sagen wir so? Na, ich denke, wo wir Erfahrungen haben, ist hinsichtlich Gleichstellung, also Besetzung von Berufungskommissionen paritätisch oder nahezu paritätisch oder mindestens 30% mit Frauen, mit WissenschaftlerInnen. Dann auch wichtig zu gucken, wer holt die auswärtigen Gutachten ein, wer ist das, wer wird dann eingeladen. Ganz wichtig ist auch ein Teil bei uns des Berufungsverfahrens ist die proaktive Ansprache. Also es ist gerade auch gefallen, dass die proaktive Ansprache wirklich sehr, sehr gut läuft und vor allem im Vorfeld passiert, also dass geeignete Kandidatinnen und Kandidaten vielleicht mal eingeladen werden vorher, um schon mal ein Bild zu bekommen auch. Also ich denke, das sind ganz wichtige Funktionen und dann natürlich auch die Schulung von Berufungskommissionen, das hatten wir ja gerade, aber auch von den Vorsitzenden der Kommission, das finde ich ganz wichtig. Also dass die können ja auch nochmal in die Kommission hineinwirken, das heißt, dass wir auch auf der Fakultätsebene Dekane und Fakultätsvorstände entsprechend briefen und schulen. Ja. Und ansonsten haben wir eine statusgruppenorientierte Zusammensetzung bei uns oder überall sonst vielleicht auch, die Professoren, Professorinnen, die Mehrheit in den Berufungskommissionen. Also ich denke, man kann nur über diese Tools, also Schulung, vielleicht auch Einwirken der Vorsitzenden der Kommission, die da einen Blick drauf haben, und Zusammensetzung, dass man die versucht, diverser zu gestalten, was zum Beispiel bei Internationalen oft schon schwierig ist. In Naturwissenschaften haben wir viele Internationale, die Berufungskommissionen sind ganz oft im Deutsch und auch die Verwaltung ist da noch, also da mal die Sprachbarriere, was ein Problem ist. Also ich denke, da kann man an vielen Punkten nochmal ansetzen. Ja. Und natürlich auch die für den Mittelbau, die in der Kommission sind, dass die auch entsprechend wissen, worum es in Berufungskommissionen geht. Absolut.
Genau, ich würde ganz kurz nochmal dieses, wir schulen die Berufungskommissionsvorsitzenden, finde ich total gut, aber ich weiß nicht, wie das an anderen Hochschulen ist, aber an der Goethe-Uni zum Beispiel, das sind wahnsinnige Zeitabstände, bis sie die nächsten Berufungskommissionsvorsitz haben. Also die machen dann eine, dann lernen sie ganz viel und dann fällt ihnen auf andere, dann sagt ihnen irgendjemand noch, wie das läuft und dann machen sie ganz lange wieder keine und bis dann die nächste ist, haben sich wieder 4 Sachen geändert und so. Also so eine Professionalisierung dieser Berufungsverfahren wäre vielleicht so grundsätzlich eine gute Idee. Gleich nochmal zurück, bitte, Frau Gilland-Lutz. Genau, ich wollte nochmals einfach betonen, dass es ist kein Ziel oder keine Anstrebung aus meiner Sicht der IDI-Arbeit in der Wissenschaft, dass wir von der besten Auslese wegkommen wollen oder dass wir etwas anderes wollen als die Exzellenz. Es geht vielmehr darum, dass wir unsere Institutionen dazu, also dass wir sie herausfordern, ist diese Entscheidung wirklich belastbar? Ja. Haben wir wirklich alle Informationen, haben wir die richtigen Informationen, haben wir die richtig interpretiert? Ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung oder haben wir bei anderen Gruppen von Kandidierenden vielleicht etwas übersehen, nicht richtig berücksichtigt? Also im Prinzip, man könnte sagen, eine Übersetzung von vom Prinzip des wissenschaftlichen Arbeitens auch auf die Auswahl. Ja. Und die Bereitschaft dazu, sich in der Gruppe also als Gruppe, aber auch als Gruppenmitglieder im Komitee sich zu hinterfragen und wirklich nochmals zu prüfen, stimmt das wirklich, was wir annehmen? Ja, und diesen Begriff, genau was Sie sagen, darum geht es ja auch, dass man den Begriff der Exzellenz nicht so klassisch füllt, sondern andere Aspekte mit hinzuzieht. Ich glaube, darum geht es, was Sie jetzt auch nochmal sagen, denn natürlich leben die Forschenden und die ganzen Institutionen davon, dass wir engagierte, super Leute da haben, aber welche Kriterien ziehen wir zu Rate? Und mir fiel jetzt gerade ein, während Sie so gesprochen haben, es gibt einen Leibniz-Preisträger der DFG, der von Kindheit an behindert ist, schwerbehindert ist, hat Leibniz-Preis bekommen und sagt, er ist der Einzige bisher, der diese Feldforschung gemacht hat. Das Labor wurde für ihn umgebaut, er ist ins Feld gefahren und er sagt, ich bin die Ausnahme, weil wenn wir oft junge Forschende haben, und das kennen Sie vielleicht auch aus Ihren Hochschulen, die bewerben sich mit einer starken körperlichen Beeinträchtigung, haben vielleicht einen Rollstuhl. Dieser Mann hat einen Rollstuhl und wirklich so einen ganz großen elektrischen Rollstuhl. Und er sagt, seine Erfahrung ist auch schon, auch in internationalen Gruppen, dass natürlich zuerst gedacht wird, oh Gott, müssen wir was Neues anschaffen, müssen wir umbauen, das kostet Geld. Was machen wir, wenn diese Person hat eben im Feld geforscht, wie gesagt, was bedeutet das? Braucht der Assistenz? Können wir das organisieren als Fakultät? Also es gibt ja ganz viel sofort einschränkende Gedanken bei so einem sichtbaren Merkmal. Und das ist ja interessant, dass erst eine Person diesen höchsten deutschen Forschungspreis bekommen hat, der sichtlich eingeschränkt ist. Also das zeigt nochmal unsere Blickrichtung und wie schnell wir die Hindernisse sehen und nicht das Potenzial. Also ich glaube, da sind wir auch alle, ich glaube, eine von Ihnen sagt das eben, dass wir auch alle, jede von uns diskriminieren oder Gedanken haben, ohne dass wir es wollen. Wenn wir eine Person sehen und sagen, ach, was bedeutet das für mich jetzt als Universität? Was bedeutet das für mein Budget, was sowieso schon knapp ist? Also davon wegzukommen, ich denke, das ist ein ganz großer Schritt. Ich würde gerne noch mal, bevor Sie gleich dran sind, eine Sache noch zum Mentoring sagen, weil das haben wir jetzt noch nicht so richtig besprochen. Es hieß ja eben in der Runde vorher, dass einige das auch in ihren Satzungen festgeschrieben haben, Mentoring für Tenure-Track-Menschen, für junge Forschende. Das würde mich nochmal interessieren, was muss dieses Mentoring leisten, damit auch das Potenzial, was wir ja am Anfang sehen in dieser Person, dass das Potenzial auch sichtbar gemacht werden kann. Was brauchen wir da? Was sind essentielle Punkte in so Mentoring-Programmen? Das würde ich gerne nochmal aufrufen. Bitte. Ja. Also das eben auch nochmal, also Mentoring ist ja eben nicht gleich Mentoring, dieser Begriff wird ja auch oft so ein bisschen inflationär genutzt. Wichtig ist da auch, dass halt ja auch Erfahrungen zeigen, dass auch da, wenn es wieder Leitlinien gibt, Strukturen, auch Schulungen sowohl für MentorInnen als auch Mentees, was ihre eigene Erwartung sozusagen sein kann, auch an das Mentoring oder natürlich auch die MentorInnen zu schulen, ist natürlich da ganz zentral. Weil oft ist es eben so, dass es heißt, okay, wir machen jetzt ein Mentoring und dann finden die Leute so ihren Weg. Ja, ohne dass auch da ganz klar ist, es sollte noch mal ein Check-in-Gespräch geben, ne, nach irgendwie einem halben Jahr oder das Mentoring auch zeitlich zu begrenzen. Und was halt wichtig ist, neben natürlich diesen vielleicht auch
karrierefördernden Diskussionen natürlich auch das Thema Sponsoring mit in diese Mentoring-Konzeption zu nehmen, weil das zeigen jetzt auch eben neueste Erkenntnisse, dass halt Mentoring an sich zwar schon Effekt haben kann, aber gerade Sponsoring, das heißt, wenn die Mentorin dann wirklich auch die Mentee für eine hochrangige Konferenz als Speakerin vorschlägt, ja, das eine Auswirkung hat, ne, oder wirklich auch überall mal ein gutes Wort einlegt, Netzwerke aktiv knüpft, dann hat das auch einen starken Effekt. Aber wenn es, sage ich mal, relativ unstrukturiert halt ist und nur so ein Erfahrungsaustausch, ich will das jetzt gar nicht abwerten, weil es natürlich auch Räume auch bieten kann, zeigt aber leider auch, sage ich mal, die Evaluation, dass Mentoring auch da gar nicht so viel nützt, ne, auch gerade um vielleicht unterrepräsentierte Gruppen oder Personenprofile da voranzubringen. Also Sponsoring, Netzwerk, Sie haben genickt. Ja, ich finde es ganz wichtig, dass Personen, die noch keine Tenure haben, dass sie strukturelle vorgesehene Möglichkeiten haben, Themen auch oder Probleme zu dokumentieren. Sei das zum Beispiel im Rahmen von jährlichen Laufbahngesprächen zum Beispiel, das kann natürlich auch anders heißen, mit Personen, die auch so, sag mal, Gatekeeper-Funktionen haben, aber nicht direkt von den Office Politics vielleicht an einem Institut betroffen sind. Also zum Beispiel als Assistenzprofessorin mit Tenure Track würde ich vielleicht mein Laufbahngespräch haben mit dem Dekan oder mit der Dekanin, also außerhalb vom Institut, und würde dann auch wie jährlich dokumentieren können, hey, ich brauche das und das und das, damit ich dann bei der Tenure Evaluation erfolgreich sein kann. Und dann kann entweder sichergestellt werden, dass das dann auch zur Verfügung gestellt wird, oder, aha, die Fakultät hat es 5 Jahre gemacht, es wurde mir nicht gegeben, dann sieht ja die Situation anders aus bei der Evaluation. Und ich finde eben diese Dokumentation weg vom Institut ein ganz wichtiger Aspekt. Ja. Dass man es also niederlegt und hinterher auch zeigen kann Ja. und sagen kann, ich habe meinen Bedarf angemeldet Ja. oder ich habe auf eine strukturelle Schwäche hingewiesen oder was auch immer, damit man das nachweisen kann, Ja. was sonst ja sehr schwierig wird, Ja, genau. weil man in dieser Einheit bleibt, in der man auch tätig Genau. ist. Ne? Und solche Dinge können natürlich Bestandteile sein von einer, also das braucht zwar einen gewissen Grad an Professionalisierung in der Organisation, was manchmal gerade bei sehr komplexen und dezentralen Organisationen schwierig sein kann. Ja. Aber ich finde das äußerst wichtig, wenn wir wegkommen wollen von, sag mal, von der traditionellen Art von Förderung in der Wissenschaft. Ja, und dieses enge persönliche Genau. Angebundensein Genau. sozusagen, da kann man Pech haben und Glück haben, also Ja. beides natürlich, Ja. aber sehr individuell. Wie machen Sie es, Frau Palitschek? Haben Sie Mentoring-Programme speziell für die Tenure-Track-Menschen bei sich? Wir haben Mentoring, also wir haben Mentoring im sogenannten fachlichen Qualifizierungsprogramm. Das ist ein Mentoring für Docs und Postdocs, wo sich die auch bewerben können. Das sind externe MentorInnen, die suchen die sich entsprechend ihrer Disziplin aus. Und im Tenure-Track-Programm haben wir dann nochmal eine Mentoring-Person oder aus dem Institut, aus dem Bereich. Also es ist keine externe Mentorin da, sondern jemand aus dem Institut oder der Lehreinheit. Aber gleichzeitig kann man sich Und auch fachnah dann. Ja, also fachnah, aber man kann sich auch jemand extern suchen, habe ich jetzt Wenn man verstanden. in dieses, Okay, was ja manchmal auch sozusagen förderlich sein kann, wenn man bestimmte Themen nicht unbedingt im ganz engen Umfeld besprechen möchten. Vielleicht so eine Art Abschlussfrage, bevor Sie dran sind. Habe ich was übersehen? Nein, Entschuldigung. Diese Tenure-Track-Verfahren, wie wir sie bisher kennen, so der Status, über den wir heute sprechen, sind die diversitätsfördernd oder verhindernd? Ich glaube, genauso diversitätsfördernd und diversitätshindernd wie Berufungsverfahren auf alle anderen Professuren. Also man sieht ja zum Beispiel ganz gut, dass zwar die Frauenquote höher ist, aber dass das vor allem Frauen aus akademischen Haushalten sind. Ich glaube, wenn ich Studierende an der HAW fragen würde, ob sie wissen, was eine Tenure-Track-Professur ist, würden die mich, also das wüssten die, glaube ich, nicht. Also auch dieses ganze Wissenschaftssystem ist ja sehr in sich, ne? Also wir sind ja so ein bisschen, das ist so unser Ding und da lassen wir auch nicht jeden reingucken, was da passiert und deswegen glaube ich, dass ich finde, es ist eine spannende Idee. Ich habe an manchen Stellen tatsächlich wie die eine Kollegin aus unserem Workshop auch so ein bisschen die Angst, dass das eher so als Alibi
wir versuchen da irgendwas, aber es ändert eigentlich die Grundprobleme des Systems nicht, genommen wird. Und ja, also ich habe auch immer noch die Frage, wie das finanziell, also was für eine Rolle Finanzen dabei spielen, weil es ist halt billiger, 6 Jahre die Professur erstmal mit einer W1 Tenure zu besetzen und dann erst eine W2 statt gleich eine W2 zu besetzen, was vielleicht auch manchmal eine Rolle spielt. Also von daher bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich für die Diversitätsförderung den Riesenriss macht oder ob wir nicht am Gesamtsystem arbeiten müssen. Das kann mit Sicherheit eine Möglichkeit sein, wenn man da stärker drin arbeitet. Wir hatten ja heute so ein paar systemische Auswirkungen schon mal. Frau Detels hat zuerst und dann Frau Palecek, bitte. Ich würde da gerne anknüpfen, denn vorhin fiel das Stichwort Professionalisierung von Berufungsverfahren. Und das würde ich tatsächlich für alle Berufungsverfahren so sehen und nicht nur für die im Tenure-Track, aber dort ist das Thema Potenzialanalyse eben aufgekommen und damit sind eben auch ganz viele Themen verbunden. Wie machen wir das gut? Was kann uns das helfen? Wie werten wir das aus? Wer muss das eigentlich machen oder wer sollte das machen? Und wie können wir uns als Berufungskommission davon eigentlich unterstützen lassen? Und was ist eigentlich überhaupt Potenzial und so weiter? Und das sind alles Fragen, die auch in all den anderen Berufungsverfahren total relevant sind. Und ich finde, da ist noch sehr viel ungehobenes Potenzial an der Stelle eigentlich. Das heißt, diese Professionalisierung trägt meiner Ansicht nach an vielen Stellen dazu bei, wenn wir eben diese Biases nicht erkennen oder nicht verhindern können, dann haben wir mindestens mal mit einem strukturierten Vorgehen, vielleicht sogar mit einem standardisierten Vorgehen, mit standardisierten Instrumenten die Möglichkeit, größere Objektivität zu schaffen und eine verlässlichere Entscheidung zu treffen. Und das sollte ja immer das Ziel sein. Und ich denke, dass dort natürlich auch Diversität von profitieren würde. Vielleicht nochmal anders, als man das jetzt in so einer Diversitätsdiskussion vielleicht noch erwarten würde, aber dennoch insofern erstmal dort anzusetzen, was können wir eigentlich mit diesen Berufungsverfahren, was können wir dort eigentlich aus diagnostischer Sicht noch viel besser machen. Und damit hätten wir schon einen guten Grundstein gelegt und hätten vielleicht auch schon all die Diversitätsdimensionen, die wir nicht permanent mitdenken können, die wir nicht permanent adressieren können, schon ein Stück weit zumindest mal uns objektiver damit auseinandergesetzt. Ja. Und damit hat man größere Chancen, es insgesamt in die Prozesse zu bringen, wie Sie sagen. Ne? Frau Palecek. Also ich würde genauso argumentieren. Ich denke, in Realität ist viel Luft nach oben noch, aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, die Kriterien nochmal ganz klar zu überlegen, Denominationen nochmal, was wird überhaupt verlangt, das nochmal neu zu reflektieren und was Diversität sicher fördert ist, und da ist es eben ein Baustein, aber auch nur das, sind sicherere Karrierewege. Also gerade Menschen, die nicht aus dem akademischen Haushalt kommen oder die aus einer prekären Hintergrundsituation, warum auch immer, kommen, sind abgeschreckt durch diese große Unsicherheit. Und das sichtbarer zu machen ist, also sicherer zu machen, die Karrierewege, ist sicher ein Moment in Richtung, dass wir eine breitere Klientel kriegen, die in der Wissenschaft bleibt und sich dafür interessiert. Hopefully. Ja, danke erstmal. Und jetzt gebe ich nochmal das Wort an Sie natürlich, ob Sie Nachfragen haben. Nochmal bestimmte Aspekte. Kollege da auf der Seite. Ja, ich frage sofort. Aspekte, ich sehe dort eine Frage und dort schon mal. Genau. Beginnen Sie und stellen sich bitte immer kurz vor. Ja, Timo Lorenz, Medical School Berlin. Ich wollte mal eine Diversitätsfacette mit reinwerfen, die relativ still ist und versteckt, und das hat mit dem Beamtentum zu tun. Das sind nämlich die Neurodiversen. Das sind also alle Personen, die entweder auf dem Autismus-Spektrum sind oder auf dem ADHS-Spektrum oder Legasthenie. Und die werden halt aussortiert beim Beamtentum. Also das heißt, wir haben also Leute, die versteckt im Zweifelsfalle Privattherapie bezahlen, private Diagnostik bezahlen, privat ihre Medikamente bezahlen, damit es nicht auftaucht, damit man eben dann halt auch bei Tenure-Track-Sachen im Zweifelsfalle im Beamtentum noch landen kann. Dann kann man es endlich outen irgendwann. Und wenn wir von der besten auslese, und zwar, also das kostet, dieses Masking nennen wir das in der Diversitätsforschung, das kostet Cognitive Load. Also ich muss irgendwie meinen Kollegen und Kolleginnen eventuell erklären, warum meine Stims irgendwie Aufregung sind. Also das ist kein Stim, den man mit Autismus verbinden sollte, das ist nur Aufregung. Was ist ein Stim? Wenn Sie zum Beispiel so gewisse Sachen haben, die Sie beruhigen.
Ah, okay. Ja, das sind so, manchmal sind das so Fußdinger, Okay, ja. manchmal ist das ein Geräusch, wie so ein und die quasi zu masken, ne? Und so halt, also diese Neurodiversität halt zu überspielen, das ist anstrengend für Menschen. Ja. Das kostet die ihre kognitiven Fähigkeiten, die sie kreativ ganz anders einsetzen können. Und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, abseits von Prekariat, abseits von Gender, was einfach eine Rolle spielt und halt da einfach einen Clash ergibt mit dem deutschen Rechtssystem, muss man sagen, oder mit dem Hochschulrechtssystem und der Verbeamtung, wo man sagen, wenn die Leute eine offizielle Diagnose mitbringen, ne, auch so, man auch sagen würde, das würde ja sogar Förderung geben vom deutschen Staat, aber es schließt sie dann aus dem Beamtentum. Und deswegen wird es halt häufig versteckt einfach. Ich weiß das auch von angehenden Lehrern, Lehrerinnen, die das auch vermeiden natürlich. Also das ist insgesamt auf allen Stufen, wo verbeamtet wird, dass die dann ausgesondert werden. Ich nehme im Diversitätsdiskurs wahr, dass das Thema so langsam thematisiert wird, zumindest diskutiert wird und wahrgenommen wird, was vor ein paar Jahren noch gar nicht so war. Aber dass die rechtliche Dimension und der Kosten der Karriere sind immens. Danke, dass Sie das nochmal erwähnt haben. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Panel. Vielen, vielen Dank. Und da wäre ich auch mal interessiert, wie so etwas wahrgenommen wird, wenn man das mal auch outen würde in einer Berufungskommission oder so. Ne? Ich denke, das macht niemand. Aber danke, dass Sie das Thema nochmal dazu gebracht haben, weil das zu dem großen Thema Diversität zählt. Ja. Darf ich bitte. das direkt auch zu ergänzen, weil also eben es weist halt einfach auf eine strukturelle Diskriminierung halt hin, die natürlich im Rechtssystem besteht und jetzt auch gerade im Brückenschlag auch zum Themenbereich Schwerbehinderung, der Behinderung dort, was auch ganz konfus ist, gerade wenn es um das Thema internationale Mobilität geht, ja, von international behinderten WissenschaftlerInnen, ist es so, dass ja auch Behinderung in verschiedenen Rechtssystemen anders eingestuft wird. Ja, und das ist bei uns auch intern Thema. Wenn ich jetzt eine Postdoktorandin eben aus den USA, wir sie bei uns einstellen, sie hat dort auch eine anerkannte Behinderung, die fällt dann aber nicht im Rahmen des Schwerbehindertengesetzes, der Kategorisierung in Deutschland, kann ich da gewisse Unterstützungsleistungen nicht leisten. Ja, und das ist natürlich ein totaler struktureller Diskriminierungsfaktor, der natürlich Diversität an sich und gleiche Chancen im Wissenschaftssystem im deutschen Raum total einschränkt. Ne? Also da gibt es noch ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen müsste. Also einmal Anerkenntnis von solchen Themen, dann rechtliche Einstufungen, Rahmenbedingungen, die sehr unterschiedlich sind, was für diese Person einen Wahnsinnsaufwand macht und oft auch verunmöglicht, weiß ich, weil sie die Kosten nicht selbst tragen können, ne? Wenn sie Begleitung zum Beispiel brauchen, technische Hilfsmittel. Ja. Da sind auch eine gewisse Starre, trotz aller Bemühungen von Beauftragten, sind wieder ganz viele Beauftragte an der Uni, aber es ist relativ kompliziert und aufwendig. Aber das können die ja auch nicht lösen, sozusagen, ne? Wenn die Richtlinien dann so sind. Ganz genau. Und, genau. Ja. Danke nochmal für den Hinweis auch auf diese. Es gab da, glaube ich, eine Wortmeldung. Ja, Sie haben schon das Mikro. Ich habe schon das Mikro, genau. Jessica Wilzenk, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd. Und ich würde gerne einen Gedanken mit Ihnen teilen, den ich hatte, als Sie angefangen haben, über diversitätssensible Personalauswahl und die Konsequenzen zu sprechen, obwohl er über die Auswahl hinausgeht. Und zwar war mein Gedanke, wir machen in Tenure-Track-Verfahren dann ein standardisiertes Verfahren. Alles läuft gut über Fakultäten hinweg und uns gelingt eine diversitätssensible Personalauswahl. Und dann kommt die Person, die ausgewählt wurde, an eine Fakultät, in der Diversitätssensibilität noch ein Fremdwort ist. Und wir haben vielleicht sogar in der Auswahl besonders auf Potenzial geachtet. Und meine Befürchtung ist einfach, dass es im schlimmsten Fall zu aktiver Diskriminierung kommt und im besten Fall ist es ein hartes Brot und da müssen dicke Bretter gebohrt werden. Und da würde ich gerne, obwohl ich sehe schon, dass es über Auswahl hinausgeht, aber dennoch eine Einschätzung vom Podium haben. Dankeschön. Danke Ihnen. Also ganz kurz vielleicht dazu, ich habe die Befürchtung, die Person würde vielleicht gar nicht kommen. Menschen merken das, wie offen und wie welcome der Fachbereich ist, an den sie da kommen. Und also nicht umsonst kommen nicht alle Erstplatzierten. Es wird irgendeinen Grund haben. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, dass Frauen da sehr sensibel zum Beispiel drauf reagieren. Und wenn die das Gefühl haben, sie sind da nicht willkommen, dann sagen die halt ab. Und obwohl es die Karotte mit der verbeamteten Professur ist irgendwann. Und ich glaube, das ist tatsächlich was. Aber auch da sensibilisieren, drüber reden,
irgendwie den Raum aufmachen und vielleicht auch im Berufungsverfahren zeigen, da gibt es durchaus Leute, wo du dann hin kannst. Das ist nicht der ganze Fachbereich, also wir werden nicht die Welt gleich ändern, aber ich glaube, zu zeigen, da gibt es überhaupt jemanden, der für das Thema sensibel ist, würde schon helfen. Frau Detl? Genau, also wir sprechen zwar jetzt gerade über Personalauswahl, aber das Thema geht natürlich viel weiter, denn wir holen Menschen zu uns, die zu uns passen sollen im Idealfall, und Passung geht eben auch in 2 Richtungen und wir haben es vorher schon gehört, wir sollten uns an verschiedenen Stellen dann eben auch ehrlich machen, wie weit sind wir denn mit den verschiedenen Themen, und das eine ist schlimm, die Person kommt dann vielleicht nicht mal. Ich finde es auch schlimm, wenn sie kommt und dann schlechte Erfahrungen macht und dann im Zweifelsfall wieder geht. Das ist auch finanziell natürlich dann irgendwie ein großer Verlust. Es muss eine Neubesetzung wieder gestartet werden. Das heißt also auch an der Stelle, eine Personalauswahl sollte an verschiedenen Stellen natürlich dann auch versuchen, authentisch zu sein und eben nicht nur etwas über Bewerbende versuchen herauszufinden, sondern eben auch preisgeben, wo stehen wir denn auch mit den verschiedenen Themen, was kommt auf die Leute tatsächlich zu. Wir nennen das Realistic Job Preview und da gehört sowas eben tatsächlich mit rein. Und es geht um den Kampf von Talenten und sie sollen alle exzellent sein und so weiter, und wir versuchen uns als Universitäten jetzt mal von der Perspektive auch exzellent darzustellen. Aber am Ende ist es die Passung, und wenn die Leute dann nicht kommen oder unzufrieden sind und wieder gehen, ist ein größerer Schaden entstanden, als wenn wir uns vorher ehrlich gemacht haben und gesagt haben, was können wir als Universität, als Hochschule tatsächlich auch anbieten und leisten. Und das soll nicht heißen, dass wir dann niemanden zu uns holen wollen, der irgendwie divers ist, aber wir müssen diese Leute auch begleiten und wir müssen auch mit der Majorität arbeiten. Wir müssen auch dort wiederum dafür sorgen, dass eine Kultur an unseren Universitäten, an unseren Hochschulen entsteht, die es möglich macht, diese Räume zu schaffen, die Diversität zulassen und die Diversität wiederum sichtbar werden lassen. Ja. Frau Logermann, Sie wollten noch dazu, ja? Nur ganz kurz eben dazu, also eben, es ist ja eben das Wichtige halt natürlich das Recruiting, aber dann das Fördern und Halten ist ja genau der gleiche Bestandteil, sag ich mal, auch von den Tenure-Verfahren, wir haben es ja auch heute schon auch gehört, und das Thema Kultur muss halt auch einfach mitwachsen, und da ist es eben auch natürlich auch das Erwartungsmanagement auch wichtig, natürlich auch bei den einstellenden Personen, weil oft ist es natürlich schon auch so, und das stimmt auch, Diversität oft führt dann manchmal erst zu Konflikten, ne? Oder auch zu Diskussionen, die auf einmal aufkommen, die halt vorher einfach gar nicht da waren. Aber das dann nicht dann direkt in diese Schublade zu stecken, boah, jetzt ist ja alles Diversität, das ist viel zu anstrengend, ja, also nee, sondern das einfach als Prozess anzunehmen und aber eher zu gucken, wie gehe ich denn damit um, ne? Und dann natürlich die Personen natürlich zu unterstützen, eben mit Mentoring-Angeboten oder auch Anlaufstellen, Meldestellen, ne, auch die sozusagen geschult sind, aber natürlich auch gerade das Umfeld natürlich da auch mitzunehmen und zu schulen und auch dafür zu sensibilisieren, dass natürlich andere Dinge vielleicht angesprochen werden können, dass das aber jetzt nicht negativ zu bewerten ist. Ja? Aber klar, perfekt ist der Prozess sicherlich nicht. Ja. Diversität, wie andere Querschnittsthemen, sage ich mal, stört eben auch Selbstverständlichkeiten auf. Wir haben das heute schon diesen systemischen Blick genannt. Das ist auch mit Tenure Track. Wir haben heute gesagt, wenn man so an einer Ecke was verändert, verändern sich andere Gegebenheiten. Und das ist mit Diversität ja genauso, dass man bestimmte Selbstverständlichkeiten zumindest hinterfragt oder, wie Sie sagen, mit anderen Kriterien füllt, die trotzdem noch diese Leistungsanforderungen. Und das bringt viele, eine Organisation, aber auch handelnde Personen natürlich aus ihrer Routine. Das ist oft erstmal der Reflex vielleicht, ne? Gar nicht so, genau. Dort noch, und ich glaube, ich hatte eben, nee, dann habe ich mich vertan. Dann bitte Sie. Ja, Heike Schenk-Mattes, Vizepräsidentin TU Clausthal. Also mich bewegt das Thema unbewusste Vorurteile sehr stark. Also ich glaube, dass diese Sensibilisierung dafür, dass das gerade auch in Auswahlverfahren sehr, sehr wichtig ist. Und was könnte hier die Lösung sein? Es ist klar, es geht nur um jene Dimensionen, die auch irgendwie sichtbar sind oder die auch sichtbar gemacht werden, auch von den Betroffenen, das ist klar. Aber wie könnte die Lösung aussehen? Und Sie haben Schulungen, Trainings jetzt genannt. Also wir haben in der Hochschulleitung auch diskutiert, ob wir das vielleicht verpflichtend machen, sind aber zu dem Ergebnis gekommen, das könnte auch Gegenreaktionen hervorrufen, also eher nicht. Also und es gehen natürlich dann auch die hin, die es eigentlich nicht brauchen, weil wurde auch gesagt hier auf dem Podium. Mein Vorschlag wäre vielleicht Kurzformate zu machen, gerade bezogen auf unbewusste Vorurteile. Zu Beginn in der ersten Sitzung der Berufungskommission ein Kurzvortrag oder ein Kurzvideo, wird zum Beispiel jetzt in Niedersachsen auch so gemacht. Ich glaube, es gibt so
ja, überraschende Beispiele, die man machen kann. Es gibt so tolle empirische Ergebnisse, die auch deutlich machen, zum Beispiel mit Namen, der dann gewechselt wird und ansonsten sind die Unterlagen gleich. Ich glaube, das wäre vielleicht eine Lösung, zumindest für diese unbewussten Vorurteile. Was halten Sie jetzt auf dem Podium davon? Ja, bitte, Frau Gillan-Lutz. Ich bin mit Ihnen einverstanden, dass diese Forschung sehr wichtig ist und überzeugende, belastbare Hinweise darauf liefert, dass das eine Realität ist. Und ich würde sagen, vor vielleicht 10 Jahren oder so haben wir all das gemacht. Und ich glaube, da muss man auch, das ist wie eine Station, da muss man durch. Und ich finde, wir sind jetzt ein bisschen an einem anderen Punkt, wo es viel mehr darum geht, dass wir die Gestaltung vom Prozess von dieser Forschung haben inspirieren lassen in Bezug darauf, wie wir mit den Bewerbungen arbeiten, welche Instrumente haben wir entwickelt, um die Kandidaturen zu beurteilen im Vergleich miteinander, damit wir so wenig Raum wie möglich für Biases lassen. Aber ich denke, das gehört auch gehört auch dazu, dass man die nie vollständig los wird in einem Prozess und dass man das auch akzeptiert als Realität halt. Aber wirklich, wir versuchen immer zu schauen, dass der Prozess so wenig Räume wie möglich freilässt für diese Biases. Und da komme ich nochmals auf meinen ursprünglichen Satz zurück, Transparenz und Accountability. Das geht genau in diese Richtung, dass wenn die Aussagen über die verschiedenen Kandidierenden transparent sind und man sagt, aha, Sie finden Person A besser als Person B, aber wieso? Auf was genau wird das zurückgeführt? Aha, Sie reden da von Anzahl Publikationen oder ja, worauf immer man das ablebt. Ja, aber die Person, wieso ist das besser? Hier haben wir ja die Liste, hier haben wir die andere Liste. Auch wenn man sagt, zum Beispiel, wir lassen nur zu, dass man 3 oder 5 Publikationen nennen darf in der Bewerbung, die man findet, ja, hier kann ich, da auf dieser Basis möchte ich jetzt beurteilt werden. Was ist es genau, dass Person A stärker macht als Person B, dass man diese Diskussionen wirklich bis zum Schluss führt? Das ist so wichtig. Und das ist auch das, was Zeit braucht, als vielleicht wertvollste Ressource in der Hochschule. Aber das wäre so meine Antwort auf die Frage, wie geht man damit um, weil es kann auch nicht unsere Aufgabe sein, in einer Institution mit 10.000 Angestellten und 30.000 Studierenden, dass wir die Persönlichkeitsentwicklung von jeder einzelnen Person ankurbeln. Wir müssen da an den Strukturen arbeiten, weil das ist skalierbar. Vielleicht auch nochmal als Ergänzung, ich denke, es wäre wichtig, das als einen integralen Teil in Berufungsleitfäden und Informationen, auch Online-Tools für Berufungskommissionen zu machen. Also die müssen ja auch informiert sein. Bei uns ist immer wieder das Thema, dass die bestimmte rechtliche Regelungen nicht kennen oder Verfahrensfehler vielleicht machen hinsichtlich zum Beispiel Befangenheit oder Ähnliches. Das heißt, es gibt ein Online-Tool für als Berufungsleitfaden und da denke ich, wäre es sinnvoll, das zu integrieren. Genau. Und ein zweiter Punkt wäre, ich glaube, wir sagen immer so ein bisschen abwertend, es gehen ja dann die üblichen Verdächtigen hin, die es eh nicht brauchen. Ich glaube, ich kann das immer wieder brauchen und ich habe immer wieder was gelernt. Also und selbst wenn dann die hingehen, die schon überzeugt sind, dann wissen sie vielleicht bessere Argumente, um andere zu überzeugen und werden bestätigt. Also von daher würde ich das gar nicht so niedrig hängen. Ich kann Sie bestätigen, es gibt Videos, vielleicht ganz kurz nochmal, weil Sie eben diese Kurzvideos ansprachen. Es gibt schon unglaublich viel Gute, die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat welche zu Unconscious Bias gemacht, die kann man sich angucken, immer wieder. Super Beispiele, die haben 20 Studien inzwischen verlinkt zu Bias in Berufung und ich merke das, wenn ich solche Trainings mache, wenn ich sage, die DFG hat dazu ein Video, das ist klar, ne? Dann sagen die, ach so, die DFG, ja gut, dann ist es jetzt nicht die FH irgendwo. Also man muss manchmal auch Dropping machen und dann zeige ich so ein bisschen von dem Video und auf einmal habe ich die Aufmerksamkeit. War das jetzt ein Bias gegen Fachhochschulen? Nein. Wahrscheinlich. Es war ein Bias gegen Institutionengläubigkeit. Ich wollte nur sagen, es gibt ganz viele tolle Sachen und wenn man sie erwähnt, dann hat man auch die Aufmerksamkeit von denen, die normalerweise dem Thema nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Bitte.
Ich will da gerne noch was ergänzen. Ja. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, DFG oder auch Wissenschaftsrat. Ich denke, das hatten wir heute Morgen auch als Thema. Das sind ganz wichtige Institutionen mit ihren Verlautbarungen, mit ihren Regelungen. Über die können wir in die Universität hineintragen und da können wir auch Reformimpulse dranhängen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nochmal an die Vertreterin der verschiedenen Stakeholdern. Das ist wichtig für die Arbeit in den Universitäten, weil dadurch eine Legitimation und eine Glaubwürdigkeitsbasis geschaffen wird. Genau. Und ich sage noch einen halben Satz dazu, nicht zu vergessen, das Geld, die DFG hat ja ihre gleichstellungsorientierten Forschungsstandards zu diversitätsorientierten gemacht. Und wenn Geld hinterlegt wird in der Forschungsförderung, da kommen wir morgen nochmal zu, dann reagieren auch die sonst nicht reagieren. Also man muss auch sagen, das sind ja die Incentives, die gesetzt werden, auch für Diversität und die funktionieren. Bitte. Wo ist das Mikro? Da ist das. Ach, da ist es und dann Frau Wöllner, erstmal da. Hier ist das Mikro, weil ich eine kleine Werbung machen will von der TU Berlin. Und zwar haben wir ein interaktives Training entwickelt zu Unconscious Bias. Also Sie kamen mir jetzt etwas zuvor mit dem Hinweis auf die Videos. Sie finden es also mindestens in Open Educational Research, also weltweit verfügbar auf Deutsch und Englisch. Und Sie finden es mindestens auf der Webseite der TU. Aber wahrscheinlich auch auf der Webseite unserer Partnerin UDK, also Universität der Künste. Und dann vielleicht noch ein ganz kleiner Nachtrag zum Thema Mentoring. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Peer-Mentoring, was nicht also fachlich ansetzt, das war ein One-on-One-Mentoring, was Sie diskutiert haben auf dem Panel, sondern was fachübergreifend, aber karrierewegspezifisch ist. Und das hat sich sehr gelohnt, gerade als jetzt dieser Karriereweg Tenure-Track-Professur neu war. Und wir haben auch ganz viel gelernt. Ja. Also ich würde immer wieder betonen wollen, den Aspekt des institutionellen Lernens. Wir sind mit den Tenure-Track-Professorinnen in Kontakt gekommen, konnten ihre Bedarfe erfragen und könnten jetzt auch daran gehen, dann eben die entsprechenden Strukturen zu schaffen. Ja, also nochmal nachschauen, TU Berlin, dieses Video, das kenne ich, das ist super und auch nochmal Peer Mentoring, das wäre nochmal unser Mentoring-Begriff. Frau Gilland-Lutz. Das finde ich jetzt sehr interessant. Wir hatten früher ein föderales Programm, wodurch Mentoring-Programme an verschiedenen Schweizer Hochschulen finanziert wurden. Und dann gab es eine Evaluation von diesem Programm und wir hatten ein Peer-Mentoring-Programm und ich glaube, es war so irgendwie 5 oder 8 Jahre später, wo sind die Leute jetzt? Und dann wurde in diesem Bericht tatsächlich geschrieben, dass das Peer-Mentoring-Programm war sowas wie eine Professorinnenfabrik geworden. Ach. Das war so viele Professorinnen aus diesem, Selbstselektionseffekt und so weiter. Okay, I get it, aber trotzdem sehr interessant als Format, weil das kommt nicht so häufig vor. Ich glaube, das wird tatsächlich recht unterschätzt. Ja, danke. Frau Wöllner. Christiane Wöllner von der Ruhr-Universität Bochum und meine Frage geht auch ein bisschen über Personalauswahl hinaus und zwar die Personen müssen sich ja erstmal bewerben und mich würde interessieren an Ihren Einrichtungen, was machen Sie denn, um eben auch vielleicht so ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass man sich eben bewirbt, wenn man nicht so in dieses normale Raster vielleicht reinpasst? Also wir machen immer die Erfahrung, manchmal kommen die ja nicht von alleine und fragen, sondern man muss so ein bisschen Werbung dafür machen, dass man mit jeder Frage kommen kann, auch nachfragen kann, wie mache ich das denn jetzt vielleicht? Jemand, der aus dem nicht-akademischen Haushalt kommt, der hat vielleicht nicht so die Ahnung davon, wo ich an einer Universität mich vielleicht erkundigen kann, wobei ich das immer so, wenn jemand so eine Promotion geschafft hat an der Universität, ich glaube, dann ist er schon so ein bisschen sozialisiert und weiß einiges, wenn es um einen Tenure-Track geht. Aber mich würde halt interessieren in Ihren Einrichtungen, wie bewerben Sie das denn, dass auch dieser Pulk relativ groß ist, der sich bewirbt? Anfangen? Soll ich? Ja, also vielleicht 2 Sachen, die ich hilfreich finde, die ich noch nicht, also die wir irgendwann implementieren werden an der Goethe-Universität vielleicht. Das eine ist, dass ich es tatsächlich hilfreich fand, selbst als Bewerberin, wenn irgendein Ansprechpartner, der nicht der Berufungskommissionsvorsitzende noch in der Ausschreibung genannt war, also zum Beispiel die Gleichstellungsrätin oder die Diversitätsbeauftragte oder wer auch immer, die man mal anrufen kann und mal fragen kann, wie ist denn das da in dem Fachbereich, wie läuft denn das da, ich habe die und die Hintergründe oder so, ne? Also irgendwie nochmal so eine andere
Ebene als jetzt immer gleich dem Berufungskommissionsvorsitzenden. Und das andere ist, dass ich diesen Satz gerne ändern würde, Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt, Punkt. Ich würde da, genau, Frauen und, aber ich würde gerne da mehr machen. Also ich würde da gerne irgendwie auch drüber reden, wir akzeptieren, dass akademisches Alter irgendwie unterschiedlich sein kann oder irgendwie sowas. Also diesen Satz nochmal auszuweiten. Wir haben da inzwischen eine Formulierung, die ein bisschen weitergehend ist, aber ich glaube, da könnte man auch noch mehr machen. Also schon in der Ausschreibung irgendwie zu zeigen, also es ist mit Sicherheit nur ein kleiner Baustein, aber auch in der Ausschreibung schon zu zeigen, wir sind offen für sowas. Vorausgesetzt, wir sind wirklich offen für sowas, weil wenn wir es nämlich total doof finden, sollten wir es vielleicht lassen, weil sonst, ne, also deswegen kämpfe ich vorsichtig. Aber solche Sachen mit einzubringen, schon in der Ausschreibung, finde ich total wichtig. Also Formulierung, welche Sprache benutzen, welche Begriffe benutzen wir schon mal. Genau, wie man ausschreibt und wo auch. Was wir auch machen in einer Fakultät ist, dass schon ganz zu Beginn, also in Zürich heißt das Strukturbericht, so wie deine Professur freigegeben, dass ein Kapitel ergänzt wurde zu dieser Vorlage, wo die Strukturkommission so viele Männer und Frauen mit Namen, also WissenschaftlerInnen nennen können, wie sie wollen, aber die Liste muss paritätisch sein. Also das heißt, wenn sie 10 Männernamen drauf haben und 5 Frauennamen, dann werden nur auch 5 Männer sozusagen. Die Idee ist, dass alle Personen hier in diesem Kapitel irgendwo auf der Welt, es ist völlig unabhängig davon, ob man denkt, dass die überhaupt Interesse hätten oder kommen würden oder so, werden dann persönlich vom Dekan oder von der Dekanin zur Bewerbung eingeladen. Das könnte man natürlich auch erweitern auf weitere Kriterien, wenn man möchte, welche Kriterien auch immer man gerade besonders relevant findet. Aber das hat tatsächlich dazu geführt, dass demografische Gruppen, also in diesem Fall Frauen, die sich bisher viel weniger beworben haben auf Professuren in dieser Fakultät, dass jetzt, das hat eine exponentielle Entwicklung gegeben bei den Bewerbungszahlen und in der Tat hat diese Fakultät auch die Berufungszahlen total, ich sage mal, revolutioniert durch diese Maßnahme, auch zusammen mit der Maßnahme, dass sie den Solo-Status, das ist ja auch eine bekannte Form von Bias, vermeiden, indem dass sie so lange warten mit Vorsingen und Kommissionssitzungen und so, bis sie mindestens 2 Bewerbungen von Frauen haben, die so gut sind, dass sie wirklich kompetitiv sind und eingeladen werden können, ohne dass es eine Alibi-Übung ist. Und das hat einen massiven Unterschied gemacht seit, glaube ich, 2016 oder so. Das kann man ja auch, also je nachdem, ich kenne mich vielleicht nicht gut genug aus mit den Gesetzen in Deutschland, dass ich sagen kann, was man hier darf oder so, aber man kann das ja vielleicht ein Stück weit auch auf andere Diversitätsdimensionen übersetzen. Vielleicht nur ergänzend, also eben das Thema geht ja auch ganz klar in die Richtung Employer Branding, ne, da auch halt eben zu gucken, wie können wir da generell auch andere Zielgruppen gewinnen und natürlich also auch Dinge wie mal auf neuen Social-Media-Kanälen vielleicht auszuschreiben, andere kleine Image-Videos vielleicht auch zu drehen, mit Role Models auch sichtbar zu machen, ne? Eben auch natürlich unter Berücksichtigung von Diversitätsaspekten, und das halt dann wirklich, da so kleine Image-Kampagnen dann auch rauszumachen, und da haben wir tatsächlich auch gerade bei unseren Promotionsschulen mittlerweile gute Erfahrungen mitgemacht, also die da wirklich auch rein investiert haben, ne? Mal zu sagen, hey, wir versuchen jetzt unsere generell sehr formalen, eigentlich immer sehr ähnlichen Stellenbeschreibungen jetzt mal so ein bisschen wirklich auch zu hinterfragen und die Zielgruppen fragen. Ne, das ist auch eigentlich, sage ich mal, wird viel zu wenig gemacht. Wir reden immer so viel darüber, wie kriegen wir denn diese Fachkräfte und diese Zielgruppen, warum fragen wir die Leute nicht einfach mal offen? Und ich glaube, da würden auch ganz viele neue Dinge auch noch bei rumkommen, die wir jetzt auch alle hier nicht so denken. Danke. Wir hatten hier noch eine Wortmeldung. Vielen Dank. Mein Name ist Jörn Hohenhauser. Ich bin Kanzler an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen und ich muss transparent machen, ich habe keine richtige Frage, aber vielleicht 2, 3 positiv konnotierte Schlaglichter. Wenn jetzt jemand sagt, Herr Kanzler, Mann hat keine Frage, prüfen Sie Ihre Vorurteile bitte. Ansonsten aber wirklich aus einer Erfahrung heraus auch, weil ich hatte in den letzten 20 Jahren auch
die Freude tatsächlich an einer großen Exzellenzuniversität, an einer sehr freien und prominenten Kunsthochschule und jetzt an einer HAW Berufungsverfahren und Rekrutierungsprozesse mitzugestalten an unterschiedlichen Stellen. Da ist, glaube ich, aus den letzten Jahren, mir war es am Anfang ein bisschen negativ konnotiert, auch wenn ich das verstehe, weil wir haben natürlich alle aus unserer Berufserfahrung, wenn wir damit zu tun haben, viel zu viele Einzelbeispiele, die nicht positiv sind. Die sind einfach negativ und das prägt natürlich auch. Und gleichzeitig finde ich gerade jetzt aus dieser letzten Zeit heraus, da hat sich so viel Positives ergeben. Wenn wir alle diese Diskussionen jetzt hören, der Instrumentenkoffer ist voll, der Methodenkoffer ist voll. Das wissen auch Männer mittlerweile zumindest vermehrt, was Harvard Implicit Association Tests sind und so weiter. Manche machen sie sogar und finden vielleicht auch ein bisschen Spaß dran, auch mit dem Thema wirklich anders umzugehen. Aber es ist ein Kulturwandel. Und Kulturwandel brauchen einfach eine gewisse Zeit. Ich finde trotzdem aber auch ganz viel Positives, dass wir da auf dem Weg sind. Eignungsdiagnostik, dass sie überhaupt ihren Weg gefunden hat in der Wissenschaft, in Personalauswahl, ist doch schon was. Aktive Rekrutierung haben Sie genannt. Ja? An der TU Braunschweig gibt es eine Kollegin, die hat eine ganze Stelle nur dafür, dass sie aktive Rekrutierung ihrer Universität unterstützt. Also das sind alles Einzelbeispiele und das macht noch nicht alles toll, aber ich finde, wir haben ganz, ganz viele gute Möglichkeiten und von daher möchte ich auch einfach ein paar positive Aspekte, auch so zur Erbauung vielleicht für alle mit reinbringen und dann aber auch ganz selbstkritisch noch auch aus Hochschulleitungssicht und auch das Geschlecht, das ich hier repräsentiere, gesagt. Sie haben eben auch noch mal gerade das Wort Role Models genannt und auch da, es sind immer noch sehr viele Männer auch in gewisser Ähnlichkeit in Hochschulleitungen, in Fakultätsleitungen und so weiter und da auch noch mal den wirklich anzusetzen und auch Verständnis zu schaffen und auch Erwartungen an seinesgleichen, sage ich jetzt mal, zu formulieren, das öffnet manchmal die Ohren etwas mehr auch, als wenn es sozusagen aus der üblichen fachlichen, aber so Expertise-Ecke wie von Ihnen kommt. Entschuldigung, ist jetzt völlig falscher Ausdruck, ne? Aber wirklich aus Ihrer Disziplin heraus auch und aus dem Einfluss, den Sie auch ausgeübt haben. Also von daher, wenn Sie uns da noch unterstützen können, auch tatsächlich uns was an die Hand zu geben, wie wir das wiederum auch weiter transportieren und uns noch mehr zu eigen machen können in der Fläche insgesamt, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Von daher jetzt ein bisschen positive Schlaglichter, ein Dank, aber vielleicht auch nochmal die Frage, wie können wir da noch besser werden? Wer ist wir? Die Männer oder die... Alle. Alle. Jetzt alle, die da was zu sagen haben. Und im Zweifel wird es insbesondere die Männer betreffen. Da gebe ich Denn es gibt ein wunderbares Buch, was ich sofort empfehlen kann. Wenn die Frau den Raum verlässt. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die letzte Frau den Raum verlässt. Die letzte Frau den Raum verlässt. Genau. Das ist geschrieben, das muss ich kurz sagen. Was passiert, wenn in Räumen, wo Frauen sind und Männer und alle sind politisch korrekt und wenn die letzte Frau den Raum verlässt, verändert sich die Gesprächskultur. Ja. Das ist ein super Buch. Das passt irgendwie so ein bisschen zu dieser Frage, wie können wir unterstützen und was passiert. Aber sorry für dieses Input, aber ja. Also 2 Sachen. Das erste, weiter die Frage stellen, was können wir tun, um es noch besser zu machen, weil wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, aber es ist immer noch ein Kampf. Also es ist, ich will jetzt nicht, dass wir jetzt hier rausgehen und alle denken, ja gut, das mit der Diversität, das haben wir schon irgendwie im Griff, das wird schon irgendwie. So ist es nicht, sorry, aber so ist es wirklich nicht. Also wir sind... Ich kann das immer nur von den Hochschulen, an denen ich bin, aber eine Insgesamtberufung von 35% Frauen und alle anderen Diversitätsaspekte werden komplett ausgeblendet. Da können wir uns drauf ausruhen. Das heißt also immer weiter die Frage stellen, immer weiter überlegen, wie können wir es besser machen. Und auch nicht, zum Beispiel Gleichstellung, aber mit Sicherheit auch Diversitätsbeauftragte oder so, immer so als Gegner sehen. Also das erlebe ich sehr oft, dass wir so als die, jetzt kommen die noch mit ihrer Gleichstellungszeug-Dings und so. Also das nicht machen, sondern das wirklich zu unterstützen und eben dieses Commitment aus der Hochschulleitung zu geben und zu sagen, uns ist es wichtig, dass das berücksichtigt wird. Aber wie gesagt, die Frage an sich ist schon gut, aber wir sind noch nicht da, dass wir sagen, es ist alles dufte. Ja. Frau Palitschik. Ich würde nur sagen, einfach machen, dranbleiben, machen und dann auch überlegen und das gilt für alle, egal welches Geschlecht, denn auch Geschlechter und Frauen- und Männergruppen sind divers. Also es muss manchmal auch Frauen überzeugt werden, für Absolut. Das einzustehen, für Diversität und von daher, das gilt für alle. Und ich denke, es ist auch in unserer Rolle wichtig, immer
daran zu denken, dass wir mehr als ein Lied auf dem Klavier spielen können müssen. Also ich muss auch zu meiner Unileitung gehen können und sagen, liebe Unileitung, ich weiß, ihr habt dieses große strategische Problem und ich habe hier eine Idee, wie man einen Teil von dem Problem lösen kann. Und dann ist das irgendwas, was mit EDI zu tun hat. Aber es ist auch an uns zu wissen, was bindet gerade die Energien über unsere Fachbereiche hinaus und unsere Anliegen auf diese Probleme zu übersetzen. Also nach meiner Erfahrung sind das die Momente, wo ich dazu beitragen kann, dass eine Wirkung stattfindet. So. Vielleicht nur eine kurze Ergänzung, was also ich ganz toll finde, wären halt einfach mehr Male Allies, ja, also vielleicht auch für Sie, vielleicht ein Netzwerk, ja, auch auf Ihrer Ebene, wie wär's? Übergreifend, ja, von verschiedenen Unis und Hochschulen, weil das ist so das, was ich manchmal einfach so ein bisschen, ja, schade irgendwie finde, dass es doch eher immer so auch, ne, also jetzt sind wir hier auch alle weiblich auf dem Panel, auch alle weiß, ja, dass es da ein bisschen mehr Diversität auch darin gibt, wer denn für diese Themen spricht, ja, um es einfach auch wirklich in die Normalität zu bringen und dass es nicht immer tendenziell die Gruppen sind, die betroffen sind, die dafür einstehen müssen. Ally sein ist ein super Stichwort. Ally sein heißt auch, keine rein männlichen Panels mehr zu moderieren. Das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich angefragt werde, mache ich nicht mehr. Und als Mann kann man auch Ally sein, indem man sagt, Moment, habt ihr niemand anders? Also es gibt einmal die großen Fragen, aber es gibt so viele kleine Schritte, glaube ich, die man gehen kann, gerade in so einer Organisation und die Kollegen vielleicht so ein bisschen dadurch mal irritiert. Das ist, glaube ich, Irritation ist auch ein ganz wichtiges Moment bei diesem Thema. Ehe wir jetzt zu pathetisch werden und noch in weitere Dinge abschweben, würde ich jetzt mal abbinden, das Panel. Und Sie haben lange durchgehalten. Wir haben schon einen langen Tag hinter uns. Ich sage noch mal ganz kurz, bevor ich verabschiede, wie es weitergeht. Also ich habe mir jetzt noch mal die Karte genommen. Wir haben eben um 18:30 Uhr hier den neuen Programmpunkt, neue Bundesregierung, alte Themen, Tenure-Track und wissenschaftliche Karrierewege im Realitätscheck. Bleiben Sie also hier. Sie haben die Chance, sozusagen noch mal ganz aktuell politisch zu diskutieren. Und jetzt möchte ich mich erstmal bei Ihnen bedanken für die unterschiedlichen Argumente, für die vielen Einblicke. Danke, dass Sie da waren. Es war sehr spannend. Ich habe mich bedankt.